Der effektivste Weg, Menschen zu zerstören, ist ihr eigenes Verständnis ihrer Geschichte zu leugnen und auszulöschen. George Orwell. Egal welcher politischen Partei Sie angehören, Sie sind hier willkommen. Unabhängig von Ihrer Hautfarbe, Ihrer Kultur oder Ihrem Glauben sind Sie hier willkommen. Ob Sie geimpft sind oder ungeimpft, Sie sind hier willkommen. Schauen Sie sich jetzt um. Sehen Sie sich die Gesichter an dieser Menge an. Schauen Sie sich gut um. Das ist das wunderschöne Amerika. Und dafür ist es wert zu kämpfen. Sie sind es wert, dafür zu kämpfen. Ihre Kinder sind es wert, dafür zu kämpfen. Unsere Freiheit ist es wert, dafür zu kämpfen. Mein Name ist Mickey Willis. Ich bin ein Vater, Ehemann und investigativer Filmemacher. Ich wurde in Kalifornien von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen, die ihr Bestes getan hat, um 4 Kinder allein zu versorgen. Als Kind des Wohlfahrtsstaates habe ich aus erster Hand erfahren, was mit der Psyche und dem Geist derjenigen geschieht, die von staatlicher Hilfe abhängig werden. Hätte meine Mutter den Unterschied gekannt zwischen Almosen und Hilfe zur Selbsthilfe, wäre sie vielleicht nicht in die Falle getappt, die uns am Rande der Armut leben ließ, wie so viele Menschen heute. Aus Angst, ihre Sozialhilfe zu verlieren, blieb meine Mutter bis zu ihrem Tod im Alter von 58 Jahren alleinstehend und einsam. Ihr Leben wurde durch eine Kombination aus giftigen Krebsbehandlungen und Trauer verkürzt. Nur 34 Tage vor ihrem Tod wurde ihr erster Sohn, mein Bruder, durch ein Medikament namens AZT getötet. Hunderttausende unschuldiger Menschen starben an den Folgen dieses verschriebenen Gifts. Der Drogendealer hinter AZT war kein geringerer als Dr. Anthony Fauci. Der Grund, warum das einzige Medikament, das zur Verfügung gestellt wurde, AZT ist, dass das das einzige Medikament ist, das sich als sicher und wirksam erwiesen hat. Nun, es ist sicherlich schön zu wissen, dass die Zukunft besser aussieht. 30 Jahre später war er wieder da. Gleiches Drehbuch, gleiche Schauspieler, gleiche Performance. Dies sind sichere und wirksame Produkte. Da ich wusste, was dieser Mann in den 80er und 90er Jahren getan hatte, konnte ich nicht glauben, dass er immer noch in einer so mächtigen Position war. Als die Welt in eine synchronisierte Tyrannei verfiel, begann ich mich zu fragen, wie haben sie alle dazu gebracht, da mitzumachen? Besessen davon, die Antwort zu finden, begann ich, jeden Moment in der überlieferten Weltgeschichte zu studieren, in dem Massen von Menschen in einen Zustand der Selbstzerstörung verfielen. In diesem Kaninchenbau entdeckte ich die Arbeit von G. Edward Griffin. Seit den 60er Jahren warnt Griffin die Welt vor dem kommunistischen Komplott zur Übernahme Amerikas. Ja, ich weiß, der Kommunismus. Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein. Die Sache, von der wir alle gehört haben, fiel mit der Berliner Mauer. Wie misst man einen so erstaunlichen Moment der Geschichte? Es war Napoleon, der sagte, Geschichte ist eine Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Ironischerweise gibt es keine Beweise dafür, dass Napoleon das jemals gesagt hat. Wie wir gleich gemeinsam herausfinden werden, wurde ein Großteil unserer Geschichte umgeschrieben, um einer Agenda zu dienen, die bis vor kurzem für den Durchschnittsbürger unsichtbar war. Einem Durchschnittsmenschen wie diesem. Alle reden von der Notwendigkeit eines Wandels, besonders hier in den USA. In den letzten Monaten hatte ich als Filmemacher die Ehre, eine politische Revolution zu dokumentieren. Das war ich im Jahr 2016, dem Jahr meines politischen Erwachens. Komm schon, Junge, die politische Revolution. Ich war mit der Bernie Sanders-Kampagne auf Tournee und produzierte Medieninhalte, um seine Graswurzelbewegung wachsen zu lassen. Zu dieser Zeit wusste ich sehr wenig über den Sozialismus und noch weniger über demokratischen Sozialismus. Wie sich herausstellte, war ich nicht der Einzige. Also meine Bernie-Brüder, wie können wir den Wohlstand durch Steuern umverteilen, ohne die Befugnisse der Bundesregierung auszuweiten? Bernie fucking Sanders!
Als die Verwirrung einsetzte, begann ich, meine Fragen nach innen zu richten. Sind die hypnotisiert? Bin ich hypnotisiert? Diese Frage, diese eine einfache Frage, löste eine seltsame Art von Glaubensheilung aus. Plötzlich konnte ich sehen. Wie konnte ich das vorher nicht sehen? Es gab so viele Warnsignale. Ich bin mir bewusst, dass es für die meisten von Ihnen, ob sie nun persönlich oder über das Medium Film hier sind, nicht einfach ist, diese Art von Treffen in Ihren Terminkalender einzubauen. Aber die Tatsache, dass Sie hier sind, zeigt, dass Sie ein Interesse an diesem Thema haben. Um also keine Zeit zu verschwenden, lassen Sie uns auf die üblichen Vorbereitungen verzichten und gleich zur Sache kommen. Wir werden die kommunistische Theorie und Praxis der Revolution, insbesondere in Bezug auf die Vereinigten Staaten, sehr detailliert untersuchen. Dies wird nicht etwas sein, das aus der Luft gegriffen ist. Es wird die Strategie sein, die Sie lehren und die Sie in Ihren eigenen Handbüchern, in Ihren Lehrbüchern und in Ihren Schulen propagieren. Das neue Programm der Kommunistischen Partei zu diesem Thema besagt Folgendes. Der Begriff Sozialismus beschreibt nur die erste Stufe einer neuen Gesellschaft, die in ihrer vollen Entwicklung Kommunismus genannt wird. Der Sozialismus ist ein Übergangsstadium. Jim Carrey, Leute. Ich war heute unterwegs und habe mir ein paar freiheitsfreundliche Nikes gekauft. Ja. Das ist ein Gruß an Colin Kaepernick und an Nike. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer fantastischen Wahl. Ich danke Ihnen vielmals. Es ist schön, wieder im dystopischen Amerika zu sein. Die Republikaner laufen mit dem Wort Sozialismus herum. Sie versuchen, den Menschen Angst zu machen. zu erschrecken. Es ist Kommunismus. Venezuela, sagt Trump. Wir werden in Venezuela leben. Ich bin in Kanada aufgewachsen. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass es Schwachsinn ist, was man in allen politischen Sendungen von den Leuten zu hören bekommt, dass es ein Fehlschlag sei. Das System in Kanada sei ein Fehlschlag. Es ist kein Versagen in Kanada. Ich habe in meinem Leben noch nie auf etwas gewartet. Ich habe meine Ärzte selbst gewählt. Meine Mutter hat nie für ein Rezept bezahlt. Es war fantastisch. Und ich komme gerade aus Vancouver zurück und ich höre immer wieder, dass die Kanadier so nett sind. Die Kanadier sind so nett. Sie können nett sein, weil sie eine Gesundheitsversorgung haben. Weil sie eine Regierung haben, die sich um sie kümmert. In Kanada sagen die Behörden, dass jetzt der Ausnahmezustand herrscht. Der Nachschub an Ausrüstung streikt in Kanadas Hauptstadt. Die Bay Police in Ottawa setzt Tränengas und Pfefferspray ein. Es gibt Trittverletzungen. Seht, was ihr hier angetan habt. Die medizinischen Wartezeiten in diesem Land Sind länger als je zuvor. Die Lebenshaltungskosten steigen immer weiter an. In Kanada erwächst ein sozialistischer Putsch, bezahlt von uns Steuerzahlern. In den letzten Jahren haben viele Kanadier mit ansehen müssen, wie ihr einst so angesehenes Land zu einem Land wurde, das manche sogar als tyrannisch bezeichnen. Ein Land, das früher als das freieste und demokratischste der Welt gepriesen wurde. Nun hat die People's World, die offizielle Westküstenzeitung der Kommunistischen Partei, diesen recht interessanten Leitartikel veröffentlicht. Was wir jetzt brauchen, sind Anstrengungen, die das Ausmaß des Problems auch nur annähernd erfassen. Zumindest sollte ein solches Programm massive Sofortmaßnahmen der Bundesregierung erfordern. Die Bundesregierung hat sich auf das Notstandsgesetz berufen. Ab heute kann eine Bank oder ein anderer Finanzdienstleister ein Konto ohne Gerichtsbeschluss sofort einfrieren oder sperren. Wenn Sie an diesem Protest beteiligt sind, werden wir aktiv nach Ihnen suchen und finanzielle Sanktionen und Strafanzeigen einleiten. Die Banken haben bereits damit begonnen, die Konten der an den Protesten beteiligten Personen einzufrieren. Bitte verschwinden Sie. Verlassen Sie sofort die Stadt. Einschüchterung von Menschen in einer Kirche während des Passafestes. Unglaublich. Da ich unter der kommunistischen Diktatur aufgewachsen bin, habe ich die Kanadier gewarnt, dass genau das kommen wird. Ich konnte es riechen. Ich konnte es an jeder Ecke sehen. Wir werden uns das nicht länger gefallen lassen. Wir werden uns wehren.
Proteste, öffentliche Proteste sind ein wichtiger Bestandteil, um sicherzustellen, dass wir unsere Botschaften nach außen tragen. Aber Proteste zu nutzen, um Änderungen in der öffentlichen Politik zu fordern, halte ich für besorgniserregend. Der kanadische Premierminister sagt also, dass wir eine gut funktionierende Demokratie haben und dass sie das Recht und die Freiheit haben zu protestieren. Wenn diese Proteste jedoch genutzt werden, um eine Änderung der Regierungspolitik zu fordern, dann nicht. Die kleine Minderheit am Rande, die inakzeptable Ansichten vertritt, die sie zum Ausdruck bringt, sie repräsentieren nicht die Ansichten der Kanadier. Die wissen, dass es am besten ist, der Wissenschaft zu folgen und sich gegenseitig zu schützen, um unsere Freiheiten, unsere Rechte und unsere Werte als Land weiterhin zu gewährleisten. Der liberale Premierminister Justin Trudeau behauptet, der Wissenschaft zu folgen, aber Trudeaus Wissenschaft kommt oft in Form dieser bizarren autoritären Technokratie daher. Ich glaube, dass Justin Trudeau auf eine Landmiete getreten ist, als er das Bankensystem in Kanada gegen die Trucker eingesetzt hat. Diese friedlichen Trucker-Proteste, wissen Sie, ihre gewalttätigste Handlung war das Hupen. Und als Vergeltung wurde ihnen der Zugang zu ihren Bankkonten verwehrt und jedem, der sie in irgendeiner Weise unterstützte, wurde der Zugang zu Bankkonten verwehrt. Und in diesem Moment wurde uns allen klar, was wirklich vor sich ging. Selbst als Sun TV auf jeden Ausrutscher achtete, wurde er gefragt, welches Land er am meisten bewundere und nannte China. Die Bewunderung, die ich für China empfinde, liegt darin, dass die Diktatur, die sie ausüben, es ihnen erlaubt. Ich gratuliere China zu diesem Schritt. Entschuldigen Sie, ich gratuliere Kanada. Sie können nicht sagen, was ich denke. Der Ministerpräsident, der offen die chinesische Grunddiktatur bewundert, der die Grundrechte mit Füßen tritt, indem er seine eigenen Bürger als Terroristen verfolgt und kriminalisiert. Nur weil sie es gewagt haben, gegen seine perverse Auffassung von Demokratie aufzustehen, sollte in diesem Hause überhaupt nicht sprechen dürfen. Herr Trudeau, bitte verschonen Sie uns mit Ihrer Anwesenheit. Danke. Die Kanadier wissen, wo ich stehe. Dies ist ein Moment, in dem der verantwortungsbewusste Politiker sorgfältig darüber nachdenken sollte, wo sie stehen und mit wem sie stehen. Justin Trudeau ist zwar eine überzeugende Fallstudie, aber er ist nicht der einzige Diktator auf dem Vormarsch. Unter den neuen Regeln, die der Covid-19-Notstand mit sich brachte, konnten viele andere gewählte Führer ihr wahres Gesicht zeigen. Interessant, wie sie alle im Gleichschritt marschierten und die gleichen Parolen skandierten. Diese Pandemie hat uns eine Chance gegeben. Wir befinden uns jetzt in einer Wirtschaftskrise, aber mit einer unglaublichen Chance. Es handelt sich sicherlich um eine große Krise, aber sie bietet uns auch eine einzigartige Chance. Die große Chance für einen Reset. Die große Chance für einen Reset. Die Gelegenheit für uns, umzudenken. Für einen Reset. Es ist fast so, als hätten sie alle dieselbe Denkschule besucht und beim selben Professor studiert. Manche würden sagen, dass diese Revolution durch den Kampf von Robotern gegen Menschen charakterisiert ist. Und wir werden diesen Kampf gewinnen. Professor Klaus Schwab wurde 1938 in Ravensburg, Deutschland geboren, als die Nazis dort Verbrechen gegen die Menschheit begingen. Sein Vater, Eugen Wilhelm Schwab, war der Geschäftsführer von Escherwies Ravensburg, einem Unternehmen, das Sklavenarbeit zur Herstellung von Kriegswaffen für das Dritte Reich einsetzte. Während Klaus' Vater am Ruder war, verlieh die Nazi-Partei Escherwies Ravensburg den Titel Nationalsozialistischer Musterbetrieb. Jahre später trat Klaus Schwab in den Vorstand von Escherwies Ravensburg ein, wo er in den dunkelsten Jahren des rassistischen Apartheid-Regimes eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des südafrikanischen Atomwaffenprogramms spielte. Heute ist Klaus Schwab der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums.
Wenn Sie die Menschen treffen möchten, die die Welt in Ordnung bringen sollen, oder wenn Sie Bankern den Kopf waschen wollen, die uns in diesen Schlamassel gebracht haben, können wir Ihnen sagen, wo Sie viele von ihnen finden. Das Weltwirtschaftsforum. Das Weltwirtschaftsforum wurde 1971 gegründet und ist eine internationale private Organisation, die von ihren Mitgliedern und deren globalen Unternehmen Milliarden von steuerfreien Dollar erhält. Jedes Jahr bringt das WEF seine Mitglieder mit den Führern der Welt, den Chefs großer Pharmakonzerne, Tech-Titanen, Hollywood-Stars, Medienpersönlichkeiten und Internet-Influencern zusammen, um sich in den abgelegenen Bergen von Davos in der Schweiz zu treffen. Es ist eine winzige Stadt in den Schweizer Alpen. Ein Dorf, in dem Sie Bill Clinton, Bill Gates, den Chef von Google und die Königin von Jordanien alle in einem Ort treffen könnten. Viele Reporter berichten über das Forum, aber nur wenige kommen hinein. Es stellt sich heraus, dass es 2 Davoses gibt. Eines, das man sieht und eines, das man nicht sieht. In Davos gibt es hunderte von privaten Partys, auf denen Geschäfte gemacht werden. Menschen, die in der Öffentlichkeit nicht zusammen gesehen werden können, treffen sich hier. Ihre königlichen Hoheiten, Exzellenzen, verehrte Staats- und Regierungschefs. Die Zukunft wird von uns gestaltet. Von einer mächtigen Gemeinschaft wie Ihnen hier in diesem Raum. Klaus Schwab, der Gründer des WEF, ist besonders offen und sogar stolz auf seine Fähigkeit, die Weltpolitik zu gestalten und zu beeinflussen. Ich habe die Community of Global Shapers als ein Mittel, als eine Kraft zur Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft geschaffen. Und natürlich ist der Global Young Leaders Programm ein Nährboden, damit sie letztendlich die Kabinette infiltrieren können. Wir dringen in die Kabinette ein. Sie werden wahrscheinlich dazu neigen, auf eine bestimmte Weise zu regieren. Niemand wird sicher sein, wenn nicht alle geimpft sind. Die Namen der Länder, die er erwähnte, gehörten zu den dystopischsten und autoritärsten während dieser Pandemie. Namen wie Frau Merkel, Wladimir Putin und so weiter. Andere Namen? Jacinda Ardern, Sebastian Kurz, Mauricio Macri, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Gavin Newsom, Stefan Basalb, Chelsea Clinton, Leonardo DiCaprio, Sanjay Gupta, Dr. Liana Wen, Alexander und Jonathan Soros, die Söhne von George Soros und einige der Rothschilds. Und natürlich... Wer könnte eine solche Welt besser repräsentieren als Sie, Herr Premierminister? Im Jahr 2014 rief Klaus Schwab zum großen Reset auf. Wir brauchen einen großen Reset, den er als die Lösung für die dringendsten Probleme der Welt bezeichnete. Die dunkle Realität von Schwabs Agenda wird in seinem Bestseller Covid-19 – The Great Reset detailliert beschrieben. Sein Ziel ist, die unabhängige Regierungsführung durch eine von oben gesteuerte eine Weltregierung und eine von der Zentralbank kontrollierte digitale Währung zu ersetzen. Wenn Sie sagen, Sie werden glücklich sein, meinen Sie eigentlich, Sie werden versklavt. Deshalb sprechen Sie von einem Great Reset. Deshalb sprechen Sie über die Einführung dieser quasi-kommunistischen, quasi-sozialistischen Agenda. Sie wissen, dass wir den Weg der immer weiter steigenden Verschuldung nicht mehr weitergehen können. Denn wir haben eine Generation, die sich buchstäblich nicht leisten kann, ein Haus zu kaufen. Für Millionen von Amerikanern ist der Kauf eines Hauses zu teuer. Es ist also leicht, dieser Generation zu sagen, wir erlassen euch eure College-Schulden. Bist du denn in Schuldenerlass? Und setzen die Erwartungen niedriger an. Sie werden für immer zur Miete wohnen, wir werden die Tiny-House-Bewegung feiern. Wir werden all diese Dinge tun, die sich cool anhören, weil sie unser Narrativ so prägen, dass wir fähig werden, weniger zu erwarten. Was wir tun müssen, ist nicht weniger zu erwarten. Wir müssen Ineffizienzen beseitigen, damit wir mehr erreichen können. Und das ist der feine Unterschied, den der Great Reset auslässt. Wie die meisten Globalisten betrachtet Schwab das kommunistische China als leuchtendes Vorbild dafür, wie er die Welt verändern will. Wir begrüßen nun seine Exzellenz Xi Jinping. China hat unter ihrer Führung bedeutende wirtschaftliche und soziale Errungenschaften erzielt. Der chinesische Einfluss auf globale Angelegenheiten wächst. Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, sagt, dass dies der Grund dafür war, dass die Gruppe dieses Jahr Präsident Xi Jinping eingeladen hat, die Hauptrede in Davos zu halten. Schwab sagte, Xis Anwesenheit sei ein Zeichen für den Übergang von einer unipolaren, von den Vereinigten Staaten dominierten Welt zu einem multipolaren System, in dem aufstrebende Mächte wie China eine größere Rolle spielen werden.
Ich denke, das ist ein Vorbild für viele Länder. Aber wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Es geht um eine systemische Umgestaltung der Welt. It's a systemic transformation of the world. Künstliche Intelligenz, das Metaversum, synthetische Biologie. Unser Leben wird in 10 Jahren völlig anders aussehen. Und wer diese Technologien beherrscht, wird Herr der Welt sein. Who masters those technologies will be the master of the world. Ähnlich wie sein Schützling Justin Trudeau ist Klaus Schwab eine faszinierende Fallstudie. Doch auch er ist nur der Herr seines eigenen Weltwirtschaftsforums. Die Wissenschaft ersetzt die Evolution natürlicher Selektion durch die Evolution von intelligentem Design. Nicht das intelligente Design eines Gottes über den Wolken, sondern unser intelligentes Design und das intelligente Design unserer Clouds. Der IBM Cloud, der Microsoft Cloud, das sind die neuen Triebkräfte der Evolution. These are the new driving forces of evolution. Heute verfügen wir über die Technologie, um Menschen im großen Umfang zu hacken. Und damit meine ich, dass man, wenn man genügend Daten und Rechenleistung hat, Menschen besser verstehen kann, als sie sich selbst verstehen. Und dann kann man sie auf eine Weise manipulieren, die früher unmöglich war. Then you can manipulate them in ways which were previously impossible. Wissen Sie, die ganze Idee, dass Menschen eine Seele oder einen Geist haben oder einen freien Willen, das ist vorbei. Wie genau werden die zukünftigen Herrscher des Planeten aussehen? Das wird von den Menschen entschieden, die die Daten besitzen. Ausländische Mächte können biometrische Informationen aus Covid-Tests sammeln, speichern und auswerten. US-Geheimdienstmitarbeiter berichten CBS News, dass China versucht, die DNA der Amerikaner zu sammeln, in der Hoffnung, die Zukunft des Gesundheitswesens zu kontrollieren. Chinas Testkits sind ein Instrument, das China hilft, genetische Daten zu sammeln. Die Chinesen sind nicht die einzigen, die diese Technologie erforschen. Auch die USA arbeiten daran. Das Weiße Haus verstärkt seine Reaktion auf Covid und kündigt an, dass die Amerikaner wieder kostenlose Covid-Testkits erhalten können, da die Besorgnis über die Ausbreitung wächst. Daten sind das wichtigste Gut der Welt. Diejenigen, die die Daten kontrollieren, kontrollieren nicht nur die Zukunft der Menschheit, sondern auch die Zukunft des Lebens selbst. Überall, wo sie hingeht, wird Ouyang Hayu verfolgt. Was sie kauft, wie sie sich verhält, wird verfolgt und bewertet, um zu zeigen, wie verantwortungsvoll und vertrauenswürdig sie ist. Das nennt man das soziale Kreditsystem. Der Ruf einer Person wird auf einer Skala von 350 bis 950 bewertet. Big Data trifft auf Big Brother und erweitert die Art und Weise, wie die Regierung ihre 1,4 Milliarden Bürger überwacht, versteht und letztendlich kontrolliert. Eine gute Punktzahl bringt Vorteile, aber Menschen mit einer niedrigen Punktzahl verlieren Rechte. Im Kino werden Menschen, die als nicht vertrauenswürdig gelten, mit Namen und Schimpfwörtern versehen und ihre Daten, sogar ihre Adressen, auf große Leinwände übertragen. Und Informationssammler werden dafür bezahlt, über ihre Nachbarn zu berichten. Der oberste Gerichtshof hat eine schwarze Liste für sogenannte unliebsame Bürger erstellt. Darunter ist auch dieser Journalist, der die Korruption unter hochrangigen Parteimitgliedern etwas zu sehr aufgedeckt hat. Er wurde auf die schwarze Liste gesetzt. Das merkte er erst, als er versuchte, ein Zugticket zu kaufen. Wenn man auf der schwarzen Liste steht, kann man keinen Bankkredit mehr bekommen, kein Unternehmen gründen, keine Wohnung mehr kaufen und nicht einmal mehr seine Kinder auf eine Privatschule schicken. Mit dem Mechanismus des Sozialkredits können wir eine schwarze Liste von Personen erstellen. Diese Bestrafungen werden als Peitsche dienen, um die moralischen Werte wiederherzustellen. Und nur wenige hier sind bereit, dies zu kritisieren. Etwas, das selbst ein Risiko für ein schlechtes Ranking und das Leben, das damit einhergeht, darstellen kann. Es mag beängstigend erscheinen, aber so ist es hier nun einmal. Wir sind daran gewöhnt und haben sowieso keine andere Wahl. China will gehorsame Bürger. Kritik oder Widerstand in der Bevölkerung gibt es praktisch nicht. Die Tür dieser Frau wurde von der Polizei eingetreten, als sie sich weigerte, in die Quarantäne zu gehen. Diese Videos zeigen Reihen von Metallcontainern, in denen Covid-19-Patienten untergebracht sind. Einige von ihnen haben sich darüber beschwert, dass sie in den eiskalten Metallboxen nur sehr wenig zu essen bekommen. Chinesische Regierungsbeamte errichten jetzt Zäune in Shanghai, die die Menschen daran hindern, ihre Häuser zu verlassen. Für einige fühlt sich Shanghai wie das größte Gefängnis der Welt an. Vor 5 Minuten haben nur ein paar Menschen geschrien. Jetzt schreien plötzlich alle. Wie kann eine Handvoll Autokraten die totale Kontrolle über eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen erlangen?
Ich habe 2 Masterabschlüsse, einen in klinischer Psychologie und einen in Statistik. Und zu Beginn der Krise habe ich angefangen, die Statistiken ein wenig zu studieren. Die anfänglichen mathematischen Modelle und die anfänglichen Statistiken hatten alle die Gefährlichkeit des Virus dramatisch überschätzt. Das war der Moment, in dem ich anfing, darüber nachzudenken, wie es möglich war, dass eine ganze Gesellschaft und eine ganze Bevölkerung von einem Narrativ beherrscht wurde, das in vielerlei Hinsicht eklatant falsch war. Nach einigen Monaten wurde mir klar, dass der einzige Mechanismus, der das Geschehen in der Gesellschaft erklären könnte, das ist, was man gewöhnlich als Massenformation bezeichnet. Die Massenformation ist identisch mit der Hypnose. Und dieser Begriff bezieht sich auf eine bestimmte Art der Gruppenbildung, die ganz besondere charakteristische Auswirkungen auf der Ebene der individuellen geistigen Funktionsweise hat. Und einer dieser Effekte ist, dass ein Individuum, das sich im Griff der Massenformation befindet, typischerweise jede Fähigkeit verliert, eine kritische Distanz zu dem einzunehmen, woran es glaubt und an das, woran die Gruppe glaubt. Man sollte meinen, dass Menschen mit einem niedrigeren IQ dafür anfälliger sind, aber es scheint genau umgekehrt zu sein. Sehen Sie das auch? Ich habe das gesehen und es scheint so zu sein, dass der Bildungsstatus und der IQ eine Rolle spielen. Wir wollen, dass unser Glaubenssystem bestätigt wird, nicht wahr? Und so geht ein Arzt zur CDC und die CDC sagt, das ist wahr, das muss wahr sein, also bleibe ich in diesem Bereich. Es sind tatsächlich Leute außerhalb des Systems, die sagen, ich möchte die CDC kurz hinterfragen. Woher kommt diese Studie? Woher kommt sie? Und das ist es, was ich tue. All diese Menschen wurden aus dem Gespräch herausgehalten und sie wollen, dass ich einen Gesellschaftsvertrag unterschreibe, in dem die wissenschaftliche Methode nicht angewendet wird. Ich interessiere mich nicht für medizinische Abstammung, sondern für den medizinischen Konsens. Menschen, die hochintelligent sind, neigen dazu, eine Menge Abschlüsse zu erwerben. Diese Menschen haben so viele Jahre in Institutionen verbracht, um diese Abschlüsse zu erlangen, dass sie nicht nur Vertrauen in die Bildungseinrichtungen entwickelt haben, sondern auch in diejenigen, die sie unterstützen, was größtenteils staatliche Stellen sind. Sie gehen also davon aus, dass es wahrscheinlich wahr ist, wenn es in der Universität oder der Regierung gesagt wird. Was ich über die Wissenschaft gelernt habe, ist, dass sie wirklich eingebildet ist, dass sie nur einen Ausschnitt der Welt betrachtet. Und das ist alles, was sie sieht. Das ist alles, worauf sie schauen. Sie sehen die Welt nicht. Ich glaube, es gibt eine Diskrepanz zwischen Menschen, die klug sind und viele Abschlüsse haben, und der tatsächlichen Realität, der gelebten Erfahrung, der Natur, des Lebens, die man bei Menschen, die tatsächlich die ganze Zeit mit ihren Händen im Freien arbeiten, nicht sieht. Eine Massenformation entsteht typischerweise in einer Gesellschaft, wenn ganz bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die wichtigste Bedingung ist zunächst einmal, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich einsam fühlen muss. Ärzte sagen, dass gerade die Regeln, die die Menschen vor dem Virus schützen sollen, großen Schaden anrichten, wenn es um Angst, Depression und sogar Selbstmord geht. Und jetzt leidet jeder, aber Kinder sind besonders betroffen. Die eigentliche Pandemie ist die psychologische Kriegsführung, die auf jeden einzelnen Menschen ausgeübt wird. Wenn Sie einen Menschen in einen Zustand chronischer Angst versetzen und das mit menschlicher Isolation kombinieren, was passiert dann? Sie dekompensieren psychologisch und leben in einem solchen emotionalen Schmerz, dass sie sich auf irrationale Weise zu allem hingezogen fühlen, von dem sie sich versprechen, dass es diesen Schmerz lindert. Wenn Menschen das Gefühl haben, von ihrer Umwelt abgekoppelt zu sein, erleben sie in der Regel einen Mangel an Sinngebung im Leben. Und wenn unter diesen Bedingungen ein Narrativ über die Massenmedien verbreitet wird, das ein Objekt der Angst und eine Strategie zum Umgang mit diesem Objekt der Angst angibt, verbinden sie sich plötzlich mit einem kleinen Objekt der Angst, zum Beispiel mit dem Coronavirus. Und danach fühlen sich die Menschen nicht mehr einsam, sie fühlen sich wieder verbunden. Lasst mich hören, ob ihr euren Pfizer-Impfstoff bekommen habt. Lasst mich hören, wenn von Moderna. AstraZeneca. Die Impfgegner. Die neue Art der sozialen Bindung ist höchst problematisch, gerade weil sich die Verbindung zwischen den Individuen noch mehr verschlechtern und die Bindung zwischen dem Individuum und dem Kollektiv immer stärker und stärker und stärker wird, was sie bereit macht, alles für das Kollektiv zu opfern. Seine Gesundheit, sein Wohlstand, die Zukunft seiner Kinder, alles.
Etwas anderes, das wirklich charakteristisch für Individuen in Massenbildung ist, dass sie radikal intolerant für abweichende Stimmen werden. Die Menschen, die sich nicht impfen lassen, es ist Zeit, sie zu beschämen oder man muss sie zurücklassen. Geimpfte Person, die einen Herzinfarkt hat, ja, kommen Sie nur rein, wir kümmern uns um Sie. Ungeimpfter? Ruhe in Frieden, du Loser. Zieh deine Maske an, das hast du zu tun. Wir müssen aufhören, Idioten zu verwöhnen, die keine Impfung wollen. Was denn? Stört es noch jemanden, dass sie keine Maske tragen muss, die wir alle tragen? Wann hören wir endlich auf, uns mit diesen Idioten in diesem Land abzufinden? Idioten, die keine Maske tragen. Und einfach sagen, dass es Pflicht ist, sich impfen zu lassen. Scheiß auf eure Freiheit. Menschen, die nicht mit der Masse mitgehen, werden stigmatisiert. Und am Ende neigt die Masse dazu, die Menschen, die nicht mitgehen, zu vernichten. Und sie tun dies, als ob es eine ethische Pflicht wäre, dies zu tun. Gute Menschen dazu zu bringen, schlechte Dinge zu tun, schädliche Dinge, während sie denken, dass es gute Dinge sind, das ist eine gefährliche Situation, weil es gut aussieht. Man fühlt sich großartig, während man benutzt wird. Sie opfern sich selbst und halten das für eine Tugend, weil sie damit ihren völligen Gehorsam gegenüber dem Kult der Gruppe demonstrieren und rituelle Handlungen ausführen, die ihnen schaden. Eine der deutlichsten Illustrationen dafür war, als die Führer der kommunistischen Partei in der Sowjetunion zum Tode verurteilt und oft zum Tode gefoltert wurden. Sie haben nicht widersprochen. Sie sagten Dinge wie: Wenn dies der kommunistischen Partei hilft, ist es mir ein Vergnügen, es zu tun. Das ist etwas, das bei allen großen Beispielen für Massenformationen in der Geschichte zu beobachten war. Ich wurde im kommunistischen China geboren, 2 Jahre bevor Mao seine Kulturrevolution begann. Wir mussten also indoktriniert werden, Slogans skandieren und die kleinen roten Bücher des Vorsitzenden Mao in der Hand halten, um zu sagen: Es lebe der Vorsitzende Mao, es lebe die Kommunistische Partei. Inspiriert von den Diktatoren der Sowjetunion, Wladimir Lenin und Josef Stalin, orientierte sich der kommunistische Führer Chinas, Mao Zedong, an der russischen Revolution. Um die antikommunistischen Kräfte zu bekämpfen, organisierte Lenin einen militärischen Zweig seiner kommunistischen Partei, die sogenannte Rote Armee. Mao nannte seine Armee daraufhin Rote Garden. Maos Soldaten wurden jedoch nicht aus seinem Militär rekrutiert. Seine Roten Garden bestanden aus Gymnasiasten und Universitätsstudenten. Er benutzte junge Leute, um die Kulturrevolution anzuzetteln, Statuen zu stürzen, alte Gebäude zu verbrennen, alle Religionen zu verteufeln, um gegen alle Andersdenkenden vorzugehen und alle Chinesen gegeneinander aufzubringen. Familien wandten sich gegeneinander, Nachbarn wandten sich gegeneinander. Der Vorsitzende Mao, wie er genannt wurde, war stark von Lenins Ideen über Marxismus und Revolution beeinflusst und lobte Stalin als großen Führer. In den 50er Jahren startete er seine Kampagne des großen Sprungs nach vorn und tötete 2 Millionen Großgrundbesitzer. Schätzungsweise 40 bis 60 Millionen Menschen mussten verhungern. Die Menschen handelten mit den toten Körpern ihrer Kinder, um zu essen, um zu überleben. Kannibalismus war allgegenwärtig. Durch Krieg, Folter, Hinrichtungen und Hungersnöte verursachte Mao den Tod von 80 Millionen unschuldigen Menschen, was ihn zum tödlichsten Diktator aller Zeiten macht. China rasierte den Frauen die Köpfe, steckte sie alle in unattraktive, asexuelle Kleidung und tat dasselbe mit den Männern. Diese Technik wurde im 20. Jahrhundert von jedem totalitären Regime angewandt. Mao wollte eine geschlechtslose Gesellschaft schaffen. Deshalb können Mädchen wie ich keine schönen Kleider tragen und sich nicht schminken. Wir müssen einfach wie Jungen aussehen. Unisex, ohne Geschlecht. Sie haben die Bevölkerung asexualisiert, damit es kein Verlangen mehr gibt. Keine Biopolarität von männlich und weiblich. Jeder sieht aus wie ein Roboter. Und was tun sie dann? Anstatt sich einander zuzuwenden, wenden sie sich dem Staat zu. Das Einzige, woran ich als Kind noch glauben konnte, war der Kommunismus. Und Mao war der neue Gott. And Mao was the new God.
Jetzt geht die Regierung in China nicht nur gegen Muslime vor, sondern auch gegen andere Religionen, um die kommunistische Ideologie durchzusetzen. Und noch etwas ist in China schlimm. Falun Gong, eine religiöse Bewegung, die sich auf spirituelle Erleuchtung und die Kultivierung von Tugenden konzentriert. Die 5000 Jahre alte chinesische Zivilisation wurde auf dem Glauben gegründet. Das kommunistische Regime ist atheistisch. Daher mögen sie keine Philosophien, die die Menschen ermutigen, an Gott zu glauben, an gute Dinge zu glauben. Ich habe beschlossen, aus China zu fliehen, nachdem ich schwere Verfolgung erlebt habe. Unter dem Vorwand des Coronavirus Covid-19 hat die Kommunistische Partei Chinas ihre Verfolgung verschärft. Wir wurden mehrmals verhaftet und in verschiedenen Haftanstalten und Gehirnwäschezentren festgehalten. In den letzten Jahren wurde in ganz Xinjiang ein riesiges Netz von Lagern errichtet. Eine Reihe von geheimen Merkblättern zeigt, wie einfach es ist, von der chinesischen Regierung für Bildung und Training ausgesucht zu werden. Das US-Verteidigungsministerium geht davon aus, dass bis zu 3 Millionen Menschen zwangsweise in Umerziehungs- und Zwangsarbeitslagern festgehalten werden. China nennt sie Gedankenumwandlungslager, die gebaut wurden, um die Ausbreitung von Extremismus zu verhindern, aber Berichten zufolge ähneln sie eher Gefängnissen. Als ich in einem Gefangenenlager festgehalten wurde, hing ich in Handschellen über einem Heizungsrohr, wobei meine Zehen kaum den Boden berührten. Und ich hing 3 Tage lang dort. Die KPC-Wachen brachten 4 männliche Häftlinge in meine Zelle und begannen mit einer der schlimmsten Foltererfahrungen. Und am Rande des Todes wurde mir klar, dass ich nichts anderes tun konnte, als mich an meinen Glauben zu wenden. Also betete ich, um gerettet zu werden. Wenige Augenblicke später fiel einer der 4 männlichen Häftlinge plötzlich auf den Boden in Ohnmacht, was die Folter unterbrach. Which interrupted the torture. Ich habe China verlassen, weil meine Eltern wegen ihrer Falun Gong-Praxis stark verfolgt wurden. Vom 1. bis zum 5. Lebensjahr haben sich meine Großeltern um mich gekümmert, weil meine Eltern immer in dunklen Zellen gefoltert wurden. Meine erste klare Erinnerung an meine Mutter ist, dass ich in ein Zentrum für Gehirnwäsche gebracht wurde und sah, wie sie an einen Stuhl gefesselt wurde, mit Menschen hinter ihr, die sie bewachten. Außerdem wurde ihr ein sehr dicker Plastikschlauch in die Nase gesteckt und sie wurde zwangsernährt. Sie sah aus, als hätte sie große Schmerzen und ich war damals 5 Jahre alt. Es ist einfach sehr traumatisierend. Mein Schuldirektor kam sogar mehrmals zu mir und sagte mir, ich solle mich von meinen Eltern fernhalten und alles melden, was meine Eltern tun würden. Sie flößen all diese Lügen und diesen Hass in die jüngere Generation ein. Die jungen Leute werden heute benutzt, um die amerikanische Kulturrevolution durchzuführen, um die Kinder dazu zu bringen, ihren Eltern nicht mehr zu vertrauen. Not to trust their parents anymore. Und sagen, oh, meine Eltern verstehen mich nicht, ich bin verwirrt, ich muss mich an meine Lehrer wenden, an andere Autoritätspersonen. Schauen Sie sich die maoistische Kulturrevolution an, um zu sehen, wie viele Ähnlichkeiten es gibt. Der Kommunismus wird siegen. Das ist kein Scherz.
Das wird geschehen. Sie sind zufrieden mit dem, was in der UdSSR geschah zwischen 1917 und... Nein, wir sind nicht glücklich. Wir üben Kritik daran, deshalb sind wir Maoisten. Wir kritisieren ihn, um den Sozialismus zu verbessern, wenn er das nächste Mal kommt und Leute wie Sie in ein Arbeitslager wirft. Gestern habe ich ChatGPT gefragt, gibt es irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen der heutigen Woken-Revolution und der Kulturrevolution des Vorsitzenden Mao in den 1960er Jahren? Und er schrieb zurück, wie lange haben Sie noch? Wir erkennen an, dass eine Regierung für eine geordnete Gesellschaft absolut notwendig ist. Aber gemäß dem Motto, dass eine Regierung wie Feuer sowohl nützlich als auch gefährlich ist, glauben wir an das Konzept einer begrenzten Regierung. Und wir glauben, dass die von unseren Gründervätern geschaffene konstitutionelle Republik die beste Form einer begrenzten Regierung ist, die je von Menschen erdacht wurde. Eine Republik ist eine begrenzte Demokratie. Sie ist eine Regierungsform, die auf dem Prinzip der begrenzten Mehrheitsherrschaft beruht. Begrenzt, damit die Minderheit, auch wenn es nur eine Minderheit ist, vor den Launen und den Leidenschaften der Mehrheit geschützt werden kann. Die Demokratie ist eine Regierungsform, die auf dem Prinzip der Mehrheitsherrschaft beruht. Sie ist leicht zu verstehen, leicht an die Massen zu verkaufen und, wie ich hinzufügen möchte, tödlich. Die Väter der Philosophie, Sokrates, Platon und Aristoteles, waren alle entschiedene Kritiker der Demokratie. Die größten Denker der Geschichte haben alle festgestellt, dass selbst eine gut gemeinte Demokratie zu Täuschung, Spaltung und schließlich zur totalen Kontrolle durch den Staat führen kann. Aristoteles schrieb, dass Demokratie nicht nur die Herrschaft der Mehrheit ist. Die Demokratie ist ein System, in dem die Mehrheit das Sagen hat und die elementaren Rechte und Grundsätze der Minderheiten respektiert. Andernfalls wird die Demokratie zu einer Tyrannei der Mehrheit. Sokrates selbst wurde ein Opfer dieses Prozesses. Er wurde von der Mehrheit zum Tode verurteilt, weil er für die Rechte und den Schutz der Minderheit protestierte. Dieses Land wurde auf Prinzip gegründet, dass das Individuum souverän über die Institutionen der Regierung ist. Und es geht um eine Philosophie des Regierens, die besagt, dass sie ein freies Individuum sind. Oder eine Philosophie des Regierens, die besagt, dass man dient und unterworfen ist. Wir haben unveräußerliche Rechte, einfach weil wir Menschen sind. Und deshalb ist es ihre Hauptaufgabe als Regierung, diese Rechte zu schützen. Das sind keine Regeln für mich, das sind Regeln für die Regierung. Zum Beispiel, was sie mir antun dürfen und was nicht. Wir sind eine konstitutionelle Republik mit einer repräsentativen Demokratie, also wählen die Menschen. Aber wir haben eine Gewaltenteilung. Wenn sie also mehrheitlich dafür stimmen, sie zum Mittagessen zu verspeisen, kann der oberste Gerichtshof sagen, nein, das können sie nicht. Und wie kann man die Minderheit vor der Mehrheit schützen? Man schreibt eine Reihe von Regeln auf ein Blatt Papier. Man sagt, dies können wir tun, das können wir nicht. Oben auf das Papier schreibt man das Wort Verfassung. Und dann erklären sich alle bereit, die Regeln zu befolgen, egal wie groß die Versuchung. Und wenn man damit fertig ist, hat man eine konstitutionelle Republik geschaffen. Es war Thomas Jefferson, der sagte, die Republik ist die einzige Regierungsform, die sich nicht ewig im offenen oder geheimen Krieg mit den Rechten der Menschheit befindet. Heute wird viel über Rechte, Linke, Extremisten und Gemäßigte gesprochen. Das Konzept des politischen Spektrums, wenn es überhaupt eine Bedeutung hat, ist eine Messskala, die alle Variationen der Regierung aufzeigt. Die Extremisten am Nullpunkt des Spektrums sind diejenigen, die für gar keine Regierung eintreten, die Anarchisten. Die Extremisten am anderen Ende wären diejenigen, die für eine totale Regierung eintreten. Und wer sind sie? Nun, die Kommunisten natürlich, aber auch die Nazis, die Faschisten. Egal wie sie sich nennen, wenn sie die totale Kontrolle der Regierung über das Volk befürworten, sind sie alle per Definition Totalitaristen. Die Debatte findet nicht zwischen Konservativen und Liberalen statt. Sie geht in die Geschichte zurück, lange bevor diese Worte überhaupt erfunden wurden. Die gegensätzlichen Standpunkte werden korrekt als Individualismus und Kollektivismus bezeichnet. Der Individualist glaubt, dass die Rechte des Einzelnen nicht durch die Wünsche des Kollektivs oder der Gruppe ausgehebelt werden dürfen. Der Kollektivist hingegen glaubt, dass die Gruppe wichtiger ist als die einzelne Person in ihr. Und dass der Einzelne, wenn nötig, für das größere Wohl der größeren Anzahl geopfert werden muss.
Die Individualisten glauben, dass jeder Mensch eine persönliche und direkte Verantwortung hat, zuerst für sich selbst zu sorgen, dann für seine Familie und dann für die Bedürftigen außerhalb seiner Familie. Der Kollektivist hingegen erklärt, dass der Einzelne nicht persönlich für die Wohltätigkeit, die Erziehung seiner eigenen Kinder, die Versorgung seiner alternden Eltern oder gar für sich selbst verantwortlich ist. Dies ist eine Gruppenaufgabe des Staates, der Regierung selbst. Bei allem, was wir über Sozialismus, Kommunismus, Globalismus und Nationalsozialismus sagen, wissen Sie was? Das sind alles kollektive Gesellschaften. Der Kollektivismus auf internationaler Ebene ist im Wesentlichen als Globalismus bekannt, der oft als Rahmen für Einheit und Nachhaltigkeit propagiert wird. Unter dem Deckmantel der Philanthropie nutzen die Führer der globalistischen Bewegung jede mögliche Krise, um ihren Plan voranzutreiben, die nationale Souveränität durch eine Weltregierung zu ersetzen. Wir sind mit so vielen Krisen gleichzeitig konfrontiert. Was braucht es, um die Zukunft zu meistern? Es sind die Globalisten, die hinter den zerstörerischen neuen Kontrollmethoden stehen, wie ESG, dem Akronym für Environmental Social Governance. Ähnlich wie Chinas Social Credit Score ist ESG ein Ranking-System, das den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens oder Landes sowie sein Engagement für Vielfalt und Integration erfasst. Eine niedrige ESG-Bewertung kann schwerwiegende Folgen haben, darunter Rufschädigung, rechtliche und behördliche Maßnahmen sowie den Verlust von Investoren und Bankkrediten. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Nationen und Tausende von großen Marken gezwungen, sich dem ESG-Programm anzupassen, und viele von ihnen zahlen heute den Preis dafür. Im Jahr 2018 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum auf seiner Website einen Artikel mit dem Titel „Wie wir Sri Lanka bis 2025 reich machen werden“. Dieser Artikel wurde entfernt, als bekannt wurde, dass sich die Lebensmittelpreise in Sri Lanka fast verdoppelt hatten und Millionen von Bürgern vom Hungertod bedroht waren. Was war die Ursache dafür? Die Landwirte protestierten und baten die Regierung, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die landwirtschaftlichen Praktiken langsam zu verbessern und umweltfreundlicher zu gestalten, anstatt strenge Verbote zu erlassen. Aber die Regierung war mehr daran interessiert, bei ihren Gläubigern wie BlackRock eine hohe ESG-Bewertung zu erhalten. Infolgedessen ging die Nahrungsmittelproduktion drastisch zurück und die Landwirte erwarteten Ernteverluste von 85%. Das Land musste anfangen, Geld für den Import von Lebensmitteln auszugeben, obwohl es sich zuvor selbst versorgen konnte. Sri Lanka ist ein abschreckendes Beispiel. Was dort geschieht, könnte eine Vorahnung dessen sein, was uns bevorsteht, wenn wir nicht aufpassen und unsere Lektion lernen. Die niederländische Regierung war einer der ersten, die sich dem ESG-System angeschlossen hat. Die niederländischen Landwirte wiesen darauf hin, dass die überstürzte Anpassung an die extremen neuen Vorschriften zur Zerstörung der Lebensmittelversorgung des Landes führen würde. Die Niederlande sind der zweitgrößte Agrarexporteur der Welt und haben sich den Titel „Das kleine Land, das die Welt ernährt“ verdient. Ein Zusammenbruch ihres Systems könnte eine globale Nahrungsmittelkrise auslösen. Dennoch schikanierte der niederländische Premierminister die niederländischen Landwirte so lange, bis sie gezwungen waren zu rebellieren. Wo auf der Welt gibt es noch einen solchen Premierminister? Man findet ihn in den Niederlanden, und zwar in Gestalt von Mark Rutte. Und vergessen Sie nicht, dass die Niederlande das Pilotprogramm des World Food Hubs sind. Und das Weltwirtschaftsforum hat den Niederlanden das sogenannte globale Sekretariat zugewiesen. Ich verwende ironischerweise einen kommunistischen Begriff dafür. Klaus Schwabs goldener Pin-Up-Boy, Premierminister Mark Rutte, ist damit beschäftigt, die Agenda des Great Resets des Weltwirtschaftsforums zu erfüllen, indem er die Bauern von ihrem eigenen Land vertreibt. By turfing farmers off their own land. Die wichtigste Lektion, die ich in meinen Jahren als Premierminister eines der am stärksten nach außen gerichteten Handelsländer der Welt gelernt habe, ist, dass nationale Interessen oft am besten durch internationale Zusammenarbeit gewahrt werden. Schwab hat diese Idee verkauft, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Es gibt all diese Regierungen, die im Grunde genommen pleite sind. Wenn sie also zahlungsunfähig werden, haben die Menschen ihre Renten verloren. Sie haben sich darauf verlassen und sie werden ihre Paläste mit Mistgabeln stürmen. Schwab hat die Idee verkauft, dass wir uns auf den Marxismus zubewegen und man trotzdem an der Macht bleiben kann. Keines dieser Netto-Null-Klimaprogramme funktioniert ohne massive Störung oder Zerstörung des Lebens der kleinen Leute.
Wenn man darüber nachdenkt, was in den vielen Jahren unserer Menschheitsgeschichte zu Wohlstand geführt hat, dann war es der Besitz von Land. Es gibt derzeit Regierungen, die Immobilien in ihr Eigentum übernehmen wollen. Und das geschieht überall. Und es gibt diese Bewegung von Einzelpersonen, die sagen, hey, man sollte niemals von Immobilien profitieren. Und leider wird diese Ideologie von der Regierung genutzt, um die Kontrolle zu übernehmen. Wenn wir uns die Daten aus den Jahren 2001 bis 2015 ansehen, ist ein langsamer und stetiger Trend zu beobachten, dass immer mehr Unternehmen Einfamilienhäuser, Wohnungen und Büroräume besitzen, während immer weniger Privatpersonen Immobilien besitzen. Die Blackstone Group hat kürzlich die Rekordsumme von $50 Milliarden aufgebraucht, um amerikanischen Familien ihre Häuser wegzunehmen. Während der Pandemie, als alle Menschen angewiesen wurden, sich in ihren Häusern einzuschließen, warum machten die Regierungen in aller Welt Ausnahmen für Massenproteste? Wir alle haben schon einmal den Begriff Notverkauf gehört. In diesem Fall handelt es sich nicht um eine Metapher. Wenn eine Gemeinde durch Proteste geschädigt wird, sinkt der Wert der lokalen Immobilien. Investoren reißen sich dann die entwerteten Immobilien für Spottpreise unter den Nagel. Oft erhalten die Führer der dezimierten Gemeinden Schmiergelder für die Genehmigung dieses Vermögenstransfers. Große Unternehmen und Investmentfirmen kaufen die einzigen erschwinglichen Häuser in ihrer Nachbarschaft auf. Je mehr Menschen kein eigenes Haus besitzen und je mehr Menschen finanziell nicht unabhängig sind, desto größer wird die Abhängigkeit von großen Finanzunternehmen, die von der Masse der Menschen profitieren. Wir bewegen uns also auf eine Welt zu, in der die Menschen nichts mehr besitzen. Ich sage immer, wenn wir nichts besitzen, wer dann? Bill Gates, Wirtschaftsmagnat, Softwareentwickler, Philanthrop und der größte Ackerlandbesitzer der Nation. Gates besitzt fast 270.000 Hektar Land. Es ist eine Wiedereinführung des Marxismus, bei dem der Kommunismus das gesamte Eigentum besaß. Im Kommunistischen Manifest schrieb Karl Marx, die Theorie des Kommunismus lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen: Abschaffung des Privateigentums. Karl Marx war ein deutscher Philosoph und Gesellschaftstheoretiker, der in den 1800er Jahren lebte. Er ist Mitverfasser des Kommunistischen Manifests, das als die Bibel des Kommunismus bezeichnet wird. Seine Theorien des Klassenkampfs und des dialektischen Materialismus haben die sozialistischen und kommunistischen Bewegungen weltweit entscheidend geprägt. Josef Stalin, Wladimir Lenin, Leo Trotzki, Mao Zedong, Che Guevara, Fidel Castro, Kim Jong-un, Hugo Chavez, Nicolás Maduro und viele andere kommunistische Revolutionäre haben den Marxismus als Grundlage ihrer politischen Ideologien bezeichnet. Marx lehnte alle Konzepte von Gott sowie die traditionelle Familie ab. Nach Aussagen von Mitgliedern seiner eigenen Familie war Marx emotional, verbal und körperlich gewalttätig. Seine Frau Ginny wurde von Depressionen geplagt, die durch Karls ehebrecherische Impulse und seine Unfähigkeit für seine Kinder zu sorgen noch verstärkt wurden. Trotz seiner privilegierten Erziehung und formalen Bildung war Karl Marx oft nicht bereit zu arbeiten und verließ sich stattdessen auf die finanzielle Unterstützung von Freunden und Familie. Im Jahr 1943 wurde die folgende Direktive von der Parteizentrale an alle Kommunisten in den Vereinigten Staaten herausgegeben. Sie lautete: Wenn Ihnen bestimmte Quertreiber zu lästig werden, bezeichnen Sie sie als Faschisten, Nazis oder Antisemiten. Bringen Sie in der Öffentlichkeit diejenigen, die sich uns widersetzen, ständig mit den Namen in Verbindung, die bereits einen schlechten Ruf haben. Die Assoziation wird, wenn Sie sie oft genug wiederholen, in der öffentlichen Meinung zu einer Tatsache werden. Die Gründungsväter waren rassistisch, frauenfeindlich, faschistisch, faschistische Partei, rechtsradikal, antisemitisch, fremdenfeindlich, antisemitisch, transphob, Uncle Toms, weiße Vorherrschaft, inländische Terroristen, Neonazi-Organisatoren, Nazis. Sie sind ein Impfgegner, Rassist, Rassist. Beschimpfungen sind ihre wichtigste Mobbing-Taktik und sie wenden sie unablässig auf jeden an, der ihr Dogma in Frage stellt oder etwas sagt, was sie als inakzeptabel oder beleidigend empfinden. Schon 1928 erklärten die Kommunisten, dass die Rassenunterschiede zwischen unseren Völkern den schwächsten und verletzlichsten Punkt in unserem sozialen Gefüge darstellen. Sie rechneten damit, dass durch ständiges Bohren und Zerren an dieser einen Stelle das Gewebe schließlich zerrissen und die Amerikaner gespalten, geschwächt und vielleicht sogar in offenem Kampf gegeneinander ausgespielt werden können. Sie sagten unmissverständlich, dass die Schwarzen, ihr sozialer Status und ihre überwiegende Zusammensetzung aus der Arbeiterklasse größere revolutionäre Möglichkeiten böten als jeder andere Teil der Bevölkerung.
than any other cross-section of the population. How do we get out of this mess? Revolution, nothing less. 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 Die Kommunisten rufen nicht nur zu einem weitreichenden Chaos in den Städten auf, der Plan sieht auch verheerende Brände von einer Stadt zur nächsten vor. Der Durchschnittsamerikaner, sagen wir, reich und dekadent. Wenn er sieht, wie schwarze Rauchschwaden von einem Horizont zum anderen aufsteigen, wenn er nachts das flackernde Rot der Flammen sehen kann, die in den Himmel schlagen, wird er vor Angst und Panik wie gelebt sein und nichts unternehmen, um die Guerillabanden zu stoppen, die die Machtzentren der Gesellschaft angreifen. As they strike at the community's power centers. Um Gewalt zu rechtfertigen, müssen sie behaupten können, dass sie die Menschen befreien. Und wenn die Menschen befreit werden sollen, dann muss man zumindest so tun, als ob sie das Recht hätten, eine eigene Nation zu bilden. Die Kommunistische Partei forderte ihre Befreiung, um sich von den Vereinigten Staaten zu lösen und eine eigene Nation innerhalb unserer Grenzen zu gründen. Aktivisten kontrollieren jetzt ein verbarrikadiertes Gebiet. Es wurde eine autonome Zone genannt. Sie wollen, dass es frei von Kapitalismus, Staatsgewalt und Polizei ist. Um die Vereinigten Staaten, die gesamten Vereinigten Staaten, zu erobern, ist es ihrer Meinung nach notwendig, sowohl Weiße als auch Schwarze einzubeziehen und generell ihre Revolution in Amerika vom Rassenkrieg zum Klassenkrieg auszuweiten. Wenn Sie nun vom Druck von oben sprechen, meinen Sie damit, dass Sie Ihre Leute und Ihren Einfluss innerhalb der Regierung, die für die Übernahme vorgesehen ist, nutzen, um offizielle Empfehlungen für die Gesetzgebung vorzulegen. Die Empfehlungen werden natürlich als angebliche Lösungen für nationale Probleme angeboten. Aber wenn sie dann Gesetz gegossen werden, besteht ihr einziger wirklicher Effekt darin, die Macht der Regierung enorm zu vergrößern und das Land dem ultimativen Ziel ein Stück näher zu bringen. Der Druck von unten besteht also darin, ihren Einfluss auf die verschiedenen Massenorganisationen des Landes zu nutzen, um den Anschein zu erwecken, dass diese Empfehlungen in der Bevölkerung auf große Zustimmung stoßen. Natürlich dürfen die Mitglieder dieser Organisationen nie den Verdacht haben, dass sie zur Förderung des kommunistischen Programms benutzt werden. Jetzt sitzt die schweigende Mehrheit, der Durchschnittsbürger, genau in der Mitte. Er blickt nach oben und sieht hoch angesehene Regierungssprecher, die sozialistische Gesetze fordern. Er blickt nach unten und sieht Mobs von Demonstranten, die dasselbe fordern. Er sagt zu sich selbst, sind alle verrückt geworden, oder bin ich es? Jetzt ist er natürlich immer noch in der Mehrheit, aber er weiß es nicht. Er denkt, er sei hilflos in der Unterzahl und beugt sich dem, was er für den demokratischen Willen der Mehrheit hält. Eine interessante Sache, die mir aufgefallen ist, dass selbst viele dieser Ideologien, die man heutzutage als Vogue bezeichnet, nicht funktionieren würden, wenn die Menschen wirklich diese schrecklichen, furchtbaren, bei Gotten rassistischen, fremdenfeindlichen Weißen wären. Der einzige Grund, warum es überhaupt funktioniert, ist, dass die Menschen so mitfühlend sind, dass sie sagen, oh, ich möchte sicherstellen, dass ich die richtigen Worte benutze und die richtigen Sätze sage. Man macht sich also die Tatsache zunutze, dass Menschen anständige Menschen sind und man nimmt dieses Mitgefühl und richtet es auf die Gruppe von Menschen, auf die man wütend sein sollte. Sie haben das menschliche Mitgefühl zu einer Waffe gemacht. Wir dürfen uns nicht vormachen, dass die Kommunisten ihre Agiatoren nur in den schwarzen Gemeinden platziert haben. Sie arbeiten auf beiden Seiten der Straße. Sie wollen Hass, Gewalt und Blutvergießen zwischen den Rassen. Und es ist ihnen egal, wie sie das erreichen und wen sie dafür benutzen. Notfalls auch Kinder. Meine jungen Kameraden. Das ist meine Art herauszufinden, ob ihr vom Patriarchat befleckt seid. Patriarchat? Der sieht unheimlich aus. Der sieht unheimlich aus. Und warum? Weiße Menschen haben einfach etwas an sich, das mir das Gefühl gibt. Oh, sieht aus, als hätte Donny einen ganzen Keks bekommen. Weil er ein weißer Mann ist. Sagt es mir! Struktureller Rassismus! Ja! Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, warum die Kommunistische Partei ein entschiedener Befürworter der Einführung eines Lehrplans für schwarze Studenten an unseren Highschools und Colleges ist. Der Grund dafür liegt auf der Hand, sobald Sie einen Blick in die Lehrbücher und Studienführer werfen. Die Schulen radikalisieren jetzt unsere Kinder. Ich meine, dies ist die Ausgabe des Buches eines Schwarzen mit dem Titel Kritische Rassentheorie. Und hier heißt es wörtlich, weiß zu sein ist eine schlechte Sache. Und es hat ein Symbol des Satans.
Wollt ihr den Kindern absichtlich beibringen, dass dieser weiße Junge hier es besser hat als ihr, weil er weiß ist? Ihr sagt einem weißen Kind absichtlich, oh, die Schwarzen sind alle da, um sie zu unterdrücken. Wie kann ich 2 medizinische Abschlüsse haben, wenn ich hier sitze und unterdrückt werde? Das ist nicht nur in den Schulen so, sondern auch am Arbeitsplatz, in der ganzen Gesellschaft. Sie zerstören dieses Land. Wenn das so weitergeht, werden wir zurückblicken und für die Demontage des großartigsten Landes der Welt verantwortlich sein, weil wir dazu übergegangen sind, Hass zu lernen und zu glauben, dass die Rasse ein entscheidender Faktor dafür ist, wo dein Schicksal liegt. Danke. Frau Vorsitzende der Schulbehörde von Sarasota, was war das Schlimmste, womit Sie in Bezug auf die Reaktion der Gemeinde oder der Eltern zu tun hatten? Sie wissen schon, die Beschimpfungen wie Tyrann, Marxist, Kommunist. Tyrant, Marxist, Communist. Und sie wollen, dass die Kinder auf Charterschulen und Privatschulen gehen, ohne die Aufsicht des Staates. Und das ist falsch. Die Bildungsbehörden in den Vereinigten Staaten fordern die Regierung auf, Antiterrorgesetze anzuwenden und das FBI gegen Eltern einzuschalten, die gegen die Art und Weise protestieren, wie ihre Kinder unterrichtet werden. Es werden nicht weniger als 13 mögliche Bundesstraftaten genannt, darunter auch lästige Telefonanrufe. Wie wäre es mit diesen? Sie könnten strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie das Internet in einer Weise nutzen, die seelisches Leid verursachen könnte. Am Wochenende haben die Demokraten dafür gestimmt, geschlechtsspezifische Ausdrücke in den Hausregeln zu verbieten. Das bedeutet, dass Begriffe wie Vater oder Mutter nicht mehr verwendet werden dürfen. Ist es die offizielle Politik der Regierung, den Begriff Frau durch Gebärende zu ersetzen? Schwarze gebärende Menschen. Schwarze gebärende Menschen. Schwarze und indigene Gebärende. Sie sind teilweise von dem Begriff Mutter zu gebärenden Menschen übergegangen. Nochmals, wir versuchen in der Sprache präzise zu sein. Mutter ist ein ziemlich gutes Wort. Ich bin keine Gebärende. Ich bin eine Mutter. Können Sie eine Definition für das Wort Frau geben? Ob ich eine Definition geben kann? Ja. Das kann ich nicht. Sie können das nicht? Nicht in diesem Zusammenhang. Ich bin keine Biologin. Sie glauben also, dass die Bedeutung des Wortes Frau so unklar und umstritten ist, dass Sie mir keine Definition geben können? Sie glauben also, dass Männer schwanger werden und abtreiben können? Ja. Buchstäblich alles, was für die Rechte der Frauen erkämpft wurde, geht direkt den Bach runter. Dieses Umfeld, das geschaffen, korrumpiert und manipuliert wurde, respektiert weder Frauen noch Kinder noch Männer. Es kümmert sich nicht um die Familie. Deshalb müssen sie die Mutter angreifen und den Vater beseitigen, denn sie wird das Kind beschützen, er wird die Frau beschützen und beide werden die Gesellschaft beschützen. Guten Abend. Guten Abend. Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen für Ihre Dienste. Wenn Sie von einer Eltern-Kind-Beziehung sprechen, dann sprechen Sie über etwas Grundsätzliches, das im Herzen des Liberalen, nicht des Marxisten, im Herzen des Konservativen liegt. Und Sie überschreiten die Grenze von etwas, das Sie nicht kontrollieren können. Der Bundesstaat Washington ist auf dem besten Weg, Eltern, die eine Transitionsbehandlung ablehnen, rechtmäßig ihre Kinder wegzunehmen. Das ist gegen die Verfassung. Ein Elternteil verliert nur dann seine Rechte, wenn ein extremer Umstand vorliegt. Damit wird die Bindung zwischen Eltern und Kind gekappt. Sie spalten Familien, um die Kontrolle über die Kinder zu übernehmen. Die größte Verteidigung gegen den Kommunismus ist die Kernfamilie. In Kapitel 2 seines kommunistischen Manifests schrieb Karl Marx die Abschaffung der Familie. Die bürgerliche Familie wird ganz selbstverständlich verschwinden. Wir sind heute hier, um die Millionen von schwarzen Amerikanern zu vertreten, die mit der Black Lives Matter-Bewegung nicht einverstanden sind. Auf der Website von Black Lives Matter heißt es, dass wir die Kernfamilie zerstören. Das ist meine Frau, das sind unsere 4 Kinder. Warum sollten sie die Kernfamilie zerstören? Weil das eigentliche Ziel darin besteht, die Familie als mögliche alternative Quelle der Führung und Unterstützung zu beseitigen. Alle totalitären Regime sind bestrebt, die enge Familie zu zerstören, um jede Loyalität zu beseitigen, die höher sein könnte als die gegenüber dem Staat selbst. Im Laufe der Jahre habe ich in meiner Praxis einen stetigen Rückgang des Ausdrucks gesunder Männlichkeit und gesunder Weiblichkeit beobachtet. Die Trennung zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen ist jetzt fast vollständig. Und es liegt vor allem an den ständigen Angriffen auf die Männlichkeit und die Herabsetzung der Weiblichkeit. Wenn unsere Familienstruktur in der nächsten Generation verloren geht, was bleibt uns dann noch? Wir sind nur ein Haufen lustloser Individuen, die ihr Leben virtuell hinter einem Computerbildschirm verbringen und den Befehlen der Regierung folgen.
Vielleicht liegt es daran, dass ich mit 17,5 in die Bewegung gekommen bin, so dass ich ein Händchen dafür habe, wie man junge Leute organisiert. Ich saß heute am Publikationstisch und sprach mit einem jungen Menschen, der ein Buch in die Hand nahm und sagte, das ist wie Maos rotes Buch. Und ich sagte, Mann, das habe ich auch gedacht. Und es war wirklich cool zu hören, wie er diese Verbindung herstellte. Ich sagte, wie wäre es, wenn Sie 10 bis 15 dieser Bücher kaufen und eine Jugendgruppe gründen, in der Sie darüber sprechen und versuchen, das Thema zu behandeln? Wir müssen darauf aufbauen. Wir haben tatsächlich einen ideologischen Rahmen. Ich und vor allem Alicia sind ausgebildete Marxisten. Ich glaube an den Marxismus. Es ist eine Philosophie, die ich schon sehr früh in meiner Karriere als Organisatorin gelernt habe. Untersuchungen der Organisation Black Lives Matter haben Verbindungen zu Gruppen aufgedeckt, die das kommunistische China unterstützen. Die selbsternannte marxistische Mitbegründerin von Black Lives Matter, Alicia Garza, ist auch Eigentümerin des Projekts Black Futures Lab. Doch ohne die Chinese Progressive Association wäre für das Black Future Lab alles verloren. Die Spenden an das Black Futures Lab gehen nicht direkt an die Stiftung selbst. Sie gehen stattdessen an die Chinese Progressive Association. Durch forensische Untersuchungen wissen wir, dass die vorherigen, aber meist friedlichen Proteste von BLM im Jahr 2020 von einem Netzwerk pro-kommunistischer Organisationen organisiert und teilweise finanziert wurden. Eine dieser Gruppen ist die in den USA ansässige Liberation Road, die von einer Fraktion der Kommunistischen Partei Vietnams gegründet wurde. Liberation Road ist mit der neuen kommunistischen Bewegung verbündet und hat direkte Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas. Die in San Francisco ansässige Chinese Progressive Association mit kommunistischen Wurzeln hat eine Schwestergesellschaft namens Asians for Black Lives gegründet, um als Brücke zwischen der BLM und der Kommunistischen Partei Chinas zu dienen. Ich habe viel Zeit mit Präsident Xi verbracht. Er ist ernst. Sie sind dabei, die bedeutendste und konsequenteste Nation der Welt zu werden. Wenn wir über China sprechen, ist es wichtig, zwischen dem Volk und seiner unterdrückerischen Regierung zu unterscheiden. Und während die Kommunistische Partei Chinas zweifellos Amerikas größter ausländischer Gegner ist es wichtig zu erkennen, dass die größte Bedrohung für die Zukunft der Vereinigten Staaten innerhalb ihrer eigenen Grenzen liegt. Wir sind so sehr daran gewöhnt, in altmodischen Konzepten der Kriegsführung zu denken, dass wir nicht erkennen, dass die bevorzugten Waffen der kommunistischen Eroberung stattdessen Propaganda sind. Wissen Sie, wer der größte Verbreiter von Desinformationen in der Geschichte der Welt ist? Die US-Regierung. Ein verzerrter Blick auf die Geschichte. Die Geschichte wurde geschrieben, um uns eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Das Projekt 1619 versucht, diese Geschichte neu zu gestalten. Was diese Leute tun, ist, jungen Schwarzen einzureden, dass der Revolutionskrieg geführt wurde, um die Sklaverei zu erhalten. Und das basiert auf etwas, das einfach nicht wahr ist. Die Taktik der internen Subversion. Ich dachte, Amerika sei rassistisch. Ich dachte, es sei patriarchalisch. Ich dachte, unsere kapitalistische Gesellschaft sei nur ein Mittel, um Menschen auszubeuten. Und ich dachte all diese Dinge, weil mir das gesagt wurde. Das Predigen von Hass, um Unruhen zu schüren. Ich möchte Ihnen sagen, Kavanaugh, dass Sie den Wirbelsturm ausgelöst haben und den Preis dafür zahlen werden. Ein Mann aus Kalifornien ist wegen versuchten Mordes an dem Richter des obersten Gerichtshofs Brett Kavanaugh angeklagt. Verrat, Erpressung, Verleumdung. Dies ist das erste Mal, dass Assange wegen der Vergewaltigungsvorwürfe befragt wird. Die LA Times hat einen Artikel veröffentlicht, in dem Larry Elder als schwarzer, weißer Rassist bezeichnet wird. All diese Verbrechen wurden von Soldaten begangen, die keine Uniform tragen und behaupten, loyale Bürger des Ziellandes zu sein, das von ihnen erobert werden soll. Der dritte Weltkrieg, der jetzt um uns herum tobt, ist ein politischer Krieg, ein wirtschaftlicher Krieg, ein psychologischer Krieg, ein spiritueller Krieg. In der Tat wird die Bombe als psychologische Waffe jeden Tag auf das amerikanische Volk abgeworfen. Sie glauben wahrscheinlich, Sie sind sicher. Das könnte ein tödlicher Fehler sein. Aufstockung für Nahrungsmittelknappheit. Arbeitskräftemangel. Lieferungsverzögerung. Unterbrechung der Lieferkette. Neue Coronavirus-Variante. Eine Virusvariante. Ultra übertragbar. Es kann sie töten. Es kann sie töten. Steigende Kriminalität. Terroristische Handlungen. Inlandsterrorismus. Weißer Terrorismus. Weiße Vorherrschaft. Massenerschießung. Nuklearer Konflikt. Dritter Weltkrieg. Wladimir. Putin. Russland. Russland. Ökologisches Unheil. Feuer, Stürme und tödliche Überflutungen. Ich will nicht, dass ihr Hoffnung habt. Die Wissenschaft sagt uns, dass wir noch 9 Jahre
Erde haben. Dieser Sturm wird sie umbringen. Ich will, dass ihr Panik habt. Es verbreitet Angst. Es wird ihre Kinder töten. Gefühle der Angst. Es tötet ihre Haustiere. Die Welt ist ein sehr schrecklicher Ort. Es sei denn, sie haben Glück. Ich möchte, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag fühle. Erklären Sie mir bitte, was wissenschaftlich gesehen in uns passiert, wenn wir uns in einem Zustand der Angst befinden und wie sich das auf unsere äußeren Entscheidungen und die Richtung unseres Lebens auswirkt. Es ist bekannt und in der psychologischen und psychiatrischen Literatur gut erforscht, dass jemand, der Angst hat, nicht rational denken kann, wenn er sich in einem Angstzustand befindet. Man greift auf eine primitivere Art der Entscheidungsfindung zurück, die stark von Emotionen bestimmt ist. Und wenn man sich in einem chronischen Zustand der Angst befindet, wie wir es getan haben, gerät man in einen Zustand, den ich als traumatisiert bezeichnen würde. Das heißt, man ist nicht nur vorübergehend verängstigt, sondern erstarrt. Man hat gesehen, dass die Fähigkeit, kritisch zu denken, aufgehoben wurde. Es geht nicht um Covid oder Impfstoffe oder irgendetwas anderes. Darum geht es nicht. Das ist der polarisierende Impuls, der unsere allgemeine Sensibilität hervorruft, die dann unsere Bereitschaft verstärkt, auf reflexhafte Unterscheidungen wie Rasse oder die Ismen, gegen die wir kämpfen wollen, hereinzufallen. Je mehr wir die Menschen ablenken können, indem wir die Illusion erwecken, dass alles angstbesetzt ist, desto mehr können wir die Bevölkerung manipulieren. Wir wurden jahrzehntelang darauf trainiert, ängstlich zu sein. Sei es durch Ducken und in Deckung gehen. Wir müssen jederzeit bereit sein, wenn die Atombombe explodiert. Ducken und in Deckung gehen. Zum Schutz vor der drohenden nuklearen Vernichtung oder neuerdings vor dem drohenden ökologischen Kollaps unseres Planeten in 12 Jahren, von dem uns AOC und Greta Thunberg ständig warnen. Die Welt wird in 12 Jahren untergehen, wenn wir nichts gegen den Klimawandel unternehmen. Wie könnt ihr es wagen? Alle diese Ängste sind bis zu einem gewissen Grad realistisch. Sie sind nicht völlig erfunden, aber sie sind so stark übertrieben, dass wir nicht mehr wirklich durchschauen können. Wenn die Menschen Angst haben, akzeptieren sie den Autoritismus nicht nur, sondern sie fordern ihn. Sie werden ihn fordern. Jemand muss etwas tun. Jemand soll das Kommando übernehmen und mir sagen, was ich tun soll. Zum Beispiel, wo soll ich stehen? Wo soll ich gehen? Was sollen wir tun? Wie lauten die Regeln? Und Menschen an der Macht nutzen das immer. Sie sagen, lass niemals eine gute Krise ungenutzt verstreichen. Wir können diese Krise nutzen, um politische Maßnahmen zu ergreifen, mit denen wir normalerweise nicht durchkommen würden. Wenn die Menschen in ein paar Jahrzehnten auf die Covid-Krise zurückblicken, werden sie sich vielleicht daran erinnern, dass dies der Moment war, in dem wir uns bereit erklärten, uns ständig überwachen zu lassen. Und vielleicht können wir auch nach dem Ergebnis noch 30% davon behalten. Und mit der Zeit, nach mehreren Krisen, hat man plötzlich eine Regierung oder eine Person, die viel mehr Macht hat, als ihr eigentlich zusteht. Die Anführer der Masse, die Menschen, die im öffentlichen Raum ein Narrativ verkünden, sind meist selbst hypnotisiert. Sie glauben, dass sie die Gesellschaft umgestalten müssen, um die Herausforderungen der Gesellschaft bewältigen zu können. Und sie glauben so fanatisch an diese Ideologie, dass sie es für gerechtfertigt halten, zu manipulieren und zu betrügen und alle Arten von Narrativen zu verwenden, um die Menschen davon zu überzeugen, sich dieser Ideologie anzuschließen. Wir werden Mutter besuchen. Ich bringe die ganze Familie mit, um meine Mutter zu besuchen. Nein. Wir werden sie schließen, wir werden sie vorladen und wenn es sein muss, nehmen wir sie fest und bringen sie ins Gefängnis. Entweder sie lassen sich testen, um sicherzugehen, dass sie sauber sind, oder wir behalten sie länger in einer Einrichtung. Es wird für die Menschen sehr schwer werden, ein normales Leben zu führen, wenn sie ihren Impfstatus nicht nachweisen können. Sie werden zum Beispiel nicht in dieser bestimmten Agentur oder Einrichtung arbeiten. Sie können nicht auf dieses College oder diese Universität gehen. Sobald wir damit anfangen, werden sie immer mehr Menschen freiwillig impfen lassen. Wenn die Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes, ihrer Freunde, ihrer Familie und ihrer Zukunft nicht ausreicht, um sie zu zwingen, sich zu unterwerfen, werden diese Anreize sie vielleicht dazu bringen, sich freiwillig zu unterwerfen. Wir bieten alles von Geldpreisen bis zu College-Stipendien. Jetzt bieten wir Kindern ab 12 Jahren limitierte Avengers Comics an. Tausende von Preisen sind verfügbar. Einschließlich Kreuzfahrten und Super Bowl-Tickets. Wir verlosen Ford F-150 Trucks. Wir verschenken Schrotflinten und Jagdgewehre. Marihuana-Apotheken verschenken Joints für die Impfung. Krispy Kreme kündigt diese Woche einen kostenlosen Donut an. Und ja, Freibier. Ja, das stimmt. Holen Sie sich einen Shot und trinken Sie an dir. Heute könnte Ihr Glückstag sein. Kaliforniens Impfstofflotterie. Der Hauptsieger bekommt bis zu $5 Millionen, wenn Sie sich nächste Woche impfen lassen. Sie haben es schmackhaft gemacht, oder? Es gibt einen Grund, warum die Leute nach Vegas fahren.
Es könnte wirklich etwas lukrativ sein, wenn sie nicht schon überredet wurden. Der 15-jährige Joshua sagt, eines der besten Erlebnisse der Impfung bei McDonald's sei das Mittagessen auf Kosten des Hauses. Denken Sie einfach daran, wenn Sie an eine Impfung denken. Impfung. Wenn Sie Glück in der Liebe brauchen, bieten Dating-Apps auch Anreize. Das Wiener Bordell bietet Covid-19-Impfungen an und schenkt denjenigen, die das Angebot wahrnehmen, eine 30-minütige Sitzung mit einer Dame ihrer Wahl. Wir haben endlich die eine Sache gefunden, die uns alle attraktiver macht. Eine Impfung. Also liebt einander, wie Jesus gesagt hat. Lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich boostern. Glauben Sie, dass es als Politik ausgegeben wird, sich aber wie eine Religion verhält? Genau wie eine Religion. Sie ist dogmatisch, sie ist absolut. Wenn Sie sich nicht daran halten, sind Sie zur Hölle verdammt. Vielleicht ist es eine neue Religion. Gott hat unsere Gebete erhört. Er schuf die klugsten Männer und Frauen, die Wissenschaftler, die Ärzte, die Forscher. Er hat sie dazu gebracht, einen Impfstoff zu entwickeln. Das ist von Gott für uns und wir müssen ihm danken. Gott, danke. Der Staat tritt an die Stelle Gottes. Die sozialistischen Diktaturen sind Religionen und die staatliche Sklaverei ist eine Form der Anbetung. Carl Jung. Früher, in einer nicht allzu fernen Vergangenheit, hätten wir uns aus dieser Situation ohne allzu große Opfer für jedermann lösen können. Aber wir haben es nicht getan. Stattdessen haben wir geschlafen. Überall, wo ich hinschaue, sehe ich Männer und Frauen, die wissen, dass die Kommunisten in diesem Land auf dem Vormarsch sind. Sie wissen, dass etwas getan werden muss und dass ihnen jemand die Stirn bieten muss. Aber sie selbst tun nichts. Sie schweigen, weil sie Angst haben, dass es schlecht fürs Geschäft wäre, wenn sie sich äußern. Sie könnten einen Kunden verlieren. Sie könnten sogar ihren Job verlieren. Oder vielleicht erhalten sie einen regelmäßigen Scheck von der Regierung und sind bereits zu sehr von einigen der Menschen und Programmen abhängig, von denen sie wissen, dass sie ablehnen sollten. Wir haben jetzt den Punkt der schmerzlosen Lösungen und des Salonpatriotismus überschritten. Nun gut, und was tun wir dagegen? Welche Gegenmaßnahmen müssen ergriffen werden? Und wo sollen wir anfangen? Bevor wir diese Schlacht endgültig gewinnen, und ich möchte vorausschicken, dass es für mich keinen Zweifel daran gibt, dass wir sie gewinnen werden, davon bin ich zunehmend überzeugt. Aber bevor wir endlich den Sieg erringen, müssen wir die Wahrheit zu jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Amerika bringen. Ich habe keine Ahnung, was jeder einzelne von Ihnen in den kritischen Tagen, die vor uns liegen, tun wird. Es könnte viel sein, es könnte wenig sein. Vielleicht ist es gar nichts. Ich weiß es nicht. Nur Sie können diese Frage beantworten. Aber meine Damen und Herren, was auch immer Sie für Ihr Land tun wollen, tun Sie es bald. Tun Sie es jetzt. Jede Minute, die Sie weiter hinauszögern, mit dem Preis für den Endsieg noch weiter in die Höhe treiben. Mr. Griffin, das war vor über 50 Jahren. Wo stehen wir jetzt? Wenn ich diesen Satz nach all den Jahren höre, ist es ein ziemlicher Schock. Denn damals war mir nicht klar, wie zutreffend er sein würde. Aber wir sind jetzt mittendrin. Und so liegt der endgültige Sieg noch vor uns. Woher wussten Sie damals schon, was heute passieren würde? Das ist natürlich eine lange Geschichte. Aber ich habe eine faszinierende Tour durch den kommunistischen Buchladen in Los Angeles gemacht, als ich noch sehr, sehr jung war. Ich arbeitete damals für eine Versicherungsgesellschaft. Ich war Mr. Corporate America, wissen Sie? Das war die Zeit, als das Hippie-Image ziemlich populär war. Und viele der Jungs in diesem Buchladen trugen diese Uniform. Und ich glaube, sie hielten mich für einen potenziellen Rekruten, wissen Sie? Ja, wir waren immer gerne bereit, über Sozialismus zu sprechen. Wir reden überall über Sozialismus, auf der Straße, im Senat, überall. Wir sind eine kommunistische Fraktion, die ein großes Machtspiel für die SES spielt. Gibt es hier hinten auch Kommunisten? Ich denke schon. Ja, es sind Kommunisten. Und doch scheint unsere Nation unbesorgt zu sein.
Viele Zeitungen, Fernsehkommentatoren und Pädagogen bezeichnen diese jungen Revolutionäre als Dissidenten. Aber handelt es sich bei diesen Stimmen um bloße Meinungsverschiedenheiten, um bloße Studentenunruhen oder um Aufruhr und Revolution? Sie luden mich zu ihren Studiengruppen ein, wie sie nannten. Tatsächlich waren es Rekrutierungszentren, wissen Sie? Und ich musste nicht so tun, als wäre ich interessiert, denn ich war interessiert. Ich wollte sehen, was die Jungs so treiben. Und je mehr ich las, desto mehr wurde mir natürlich klar, dass diese Typen es todernst meinten. Und so sagte mir mein Kreuzritter gehen: Hey Kumpel, du solltest aufhören, dich um die Karriereleiter, das Geld und das gute Aussehen zu sorgen und anfangen, etwas dagegen zu tun. Und ich bin froh, dass ich das getan habe. Denn von da an hatte mein Leben einen Sinn. Es hatte ein Ziel, mehr als nur egozentrisch. Wer sind einige der Schlüsselfiguren hinter dieser Agenda? Ich bin mir nicht sicher, ob wir Namen nennen können. Wir wissen, dass es Schichten und Ebenen der Kontrolle und des Einflusses gibt. Eine Art Pyramidenform. Auf der untersten Ebene sind es natürlich die einfachen Leute. Die meisten von ihnen wissen nicht einmal, was vor sich geht. Früher konnte ein Eindringling mit einer überlegenen Armee einmarschieren und die Menschen waren empört. Aber sie gehorchten, denn wenn sie es nicht hatten, wurden sie getötet. Wenn sie jetzt die Menschen dieser Umgebung erobern wollen, müssen sie es über den Verstand tun. Und natürlich haben sie heute, nach all der Technologie, die wir haben, und der Kontrolle über die Kommunikation und die Bilder und das Schulsystem und die Medien, die absolute Kontrolle über den Trichter der Informationen, die den Durchschnittsbürger erreichen. Und der Durchschnittsbürger weiß nicht, dass ein echter Krieg um seinen Verstand geführt wird. Er ist hilflos. Und solange die Menschen in Angst leben, sind sie bereit, ihre Freiheiten aufzugeben und viel, viel Steuern zu zahlen. Eine Steuer auf Kohlenstoff. Und während ich diesen Gedanken weiterführte, ist der Feind meiner Meinung nach in einer Kategorie namens Kollektivismus. Und das ist das Wort, auf das all diese Dinge zutrifft. Sozialismus, Kommunismus, Faschismus, Nazismus. All diese Dinge sind lediglich Varianten des Kollektivismus. Das ist die Philosophie, die auf der Annahme beruht, dass die Gruppe wichtiger ist als der Einzelne und dass der Einzelne, wenn nötig, für das Wohl der großen Anzahl geopfert werden muss. Das ist der Trick. Sie tun das für die Gesellschaft. Natürlich möchte man den Menschen nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Aber manchmal ist das zum Wohle der Gesellschaft notwendig. Wir müssen anfangen, Dinge für das Wohl der Gesellschaft zu tun und nicht für Idioten, die meinen, sie könnten ihre eigene Forschung betreiben. Es geht nicht um mich und mein Recht zu wählen. Es geht darum, wie ich meinen Nächsten liebe. Sie tun das nicht für sich selbst. Wenn Sie so sind wie ich, dann ist Ihre eigene Gesundheit, Ihr eigenes Risiko nicht der Hauptgrund für Ihr Handeln. Sie gaukeln uns vor, dass wir selbstsüchtig sind, wenn wir in unserem eigenen Interesse handeln. Und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Diejenigen von uns, die diesen Trick schon vor langer Zeit durchschaut haben, wissen, dass aufgeklärtes Eigeninteresse ins Spiel kommt. Wenn Sie aus Eigennutz handeln, werden Sie bald feststellen, dass Sie am besten davon profitieren, wenn Sie anderen Menschen helfen. Es kommt zurück. Die Frage ist nur, wie wir das Schiff umdrehen können. Ich glaube, dass der Weg in die politische Hölle in Amerika darin besteht, für das kleinere Übel zu stimmen. Sie schaffen Konflikte, denn Konflikte schaffen Angst und Verwirrung. Und in diesem Chaos sind die Menschen nicht besonders analytisch. Sie ringen einfach um eine schnelle Antwort, natürlich wen sie wählen werden. Das ist normalerweise die Antwort, die ihnen angeboten wird. Sie glauben, wenn man nur jemanden wählt, die richtige Person, wird sich alles auflösen. Man kann nicht warten, bis die Liste der Kandidaten veröffentlicht wird und man sagt, welchen werde ich wählen? Zu diesem Zeitpunkt ist das Spiel bereits vorbei. All diese Kandidaten sind bereits ausgewählt worden, bevor man es überhaupt mitbekommt. Man muss sich auf lokaler Ebene in die Politik einmischen, damit man einen gewissen Einfluss auf die Auswahl der Kandidaten hat. Und das beginnt auf der Graswurzelebene. Man kommt nicht von oben, sondern von unten herein. Wenn wir diese Aufgabe erfüllen, werden wir beide politischen Parteien beeinflussen, genau wie unsere Gegner es jetzt tun. Es gibt tatsächlich einen Weg nach vorne und einen Ausweg, aber es wird Arbeit erfordern und es wird auch erfordern, dass wir anerkennen, dass wir uns geirrt haben, dass wir Teil dieses Problems sind. Es ist nicht die Regierung, die das Problem verursacht hat, die Regierung hat es begünstigt. Die Ursache war, dass wir am Steuer geschlafen haben. Ohne Verantwortung zu übernehmen, können wir nicht vorankommen. Die Masse der Menschheit wurde innerhalb kürzester Zeit wachgerüttelt, sodass nun ein Dominoeffekt des Bewusstseins auf dem ganzen Planeten entstanden ist. Die Menschen können jetzt nicht mehr in die Matrix zurückkehren.
Das können sie nicht. Viele Menschen versuchen es, aber sie können es nicht. Wir haben als Bürger dieses Landes das Recht, eine Regierung abzuschaffen und eine neue zu schaffen. Und das ist die Autorität, die uns gegeben wurde. Es steht in unseren Dokumenten der Unabhängigkeitserklärung, der Verfassung der Vereinigten Staaten, der Erklärung der Menschenrechte. Wir haben unauslöschliche Rechte und die Grundlage dieser Rechte sind unsere Freiheiten. Und wenn wir die nicht haben, haben wir kein Leben. Und deshalb müssen wir aufwachen. Wir müssen uns erheben. Wir müssen kämpfen. Die natürlichen Rechte jedes Einzelnen sind Leben, Freiheit und Eigentum. Wir gründen ein Land auf der Grundlage einer noch nie dagewesenen Prämisse, dass der Einzelne souverän ist, weil ihm seine Rechte von einem souveränen Gott verliehen wurden. Das, was geschehen ist, kann nur als göttlich bezeichnet werden. Deshalb sind wir als Nation, unsere Ideologie, unsere Lebensweise immer wieder diesen unerbittlichen Angriff ausgesetzt, den wir immer wieder besiegt haben. Und wir werden ihn auch dieses Mal besiegen. Wir kämpfen alle gegeneinander und die Art und Weise, wie wir das verhindern, ist das Gegenteil von dem, was diese Kriegsherren von uns wollen, nämlich gegeneinander kämpfen. Wir sollten lernen zu vergeben und andere Menschen an den Tisch zu bitten, auch wenn wir nicht mit ihnen übereinstimmen, und einander Gnade gewähren, auch wenn wir wissen, dass sie etwas getan haben, mit dem wir überhaupt nicht einverstanden sind. Denn so werden wir letztlich als Nation heilen, indem wir verstehen, dass wir alle aus verschiedenen Gesellschaftsschichten kommen und wir alle hier zusammen leben. Und wir sollten anfangen, miteinander zu reden. Das einzige wirkliche Problem, das es in dieser Welt gibt, ist die Spaltung. Die Menschen sind nicht bereit, miteinander zu sprechen, in die Herzen der anderen zu sehen und zu erfahren, hey, was glaubst du, was glaube ich? Und es gibt einen Weg, wie wir gemeinsam an einer Lösung dieses Problems arbeiten können. Und ich wette, dass die meisten der Generation Z Ja sagen würden. Das ist es, was wir jetzt tun müssen. Und deshalb bin ich froh, dass wir so alt sind, wie wir sind. Denn wir können bei diesem Gespräch die Führung übernehmen. Als ich merkte, wow, Freiheit ist aus irgendeinem Grund ein polarisierendes Konzept, dachte ich, das sei Amerika. Ist das Amerika? Ist es das? Okay, die Welt ist anders, als ich dachte. Meine Angst war also, dass ich alles verlieren könnte. Ich könnte mein Publikum verlieren, ich könnte mein Geschäft verlieren. Aber ich wusste, dass ich vor allem, wenn ein Sohn auf die Welt kommt, etwas in seine schöne, unschuldige, zerbrechliche Psyche und sein Herz einprägen werde. Entweder präge ich den Mann, der ich bin, oder ich präge eine hohle Hülle des Mannes, der ich nicht sein will. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich bereit bin, alles zu riskieren, um das zu tun. Ich würde lieber Flaschen am Straßenrand aufsammeln, um meine Familie zu ernähren, als ein Leben zu führen, das nicht mit meiner Wahrheit übereinstimmt und meinen Sohn verrät. Sagen Sie einfach Nein. Erheben Sie sich auf gewaltfreie Weise. Sie können nicht jeden inhaftieren. Sie können nicht jeden feuern. Aber Sie können Einzelne feuern, die sich absondern und nicht zusammenhalten und der Angst nachgeben. Und opfern Sie nicht Ihre Zukunft für ein paar Annehmlichkeiten in der Gegenwart. Sie sollten vielleicht die gegenwärtigen Annehmlichkeiten opfern, damit Sie eine Zukunft haben. Die Medien haben es geschafft, uns die Fähigkeit zu nehmen, eigenständig und selbstbestimmt zu denken. Wenn wir zu dieser Fähigkeit zurückkehren, können wir ein stärkeres Amerika aufbauen. Meiner Meinung nach ist der erste Schritt, den Sie tun müssen, sich von den Kontrollmechanismen zu befreien. Und das bedeutet, schalten Sie Ihren Fernseher aus, hören Sie nicht auf die Angstpornos und befreien Sie sich von den Schulden, die Sie und alles um Sie herum kontrollieren. Das ist die Waffe, die eingesetzt wird. Das Wichtigste ist immer, dass die abweichenden Stimmen weiterhin zu Wort kommen. Und was auch sehr wichtig ist, dass sie nicht anfangen, selbst eine Masse oder eine Menge zu bilden. Denn auch das passiert sehr leicht. Es passiert sehr leicht. Sobald sich eine große Masse bildet, fühlen sich die Menschen, die nicht mitmachen, bedroht und können selbst eine Masse bilden. Es ist also äußerst wichtig, dass wir nicht selbst eine Masse bilden. Das bedeutet, eine Gruppe zu bilden, eine kohärente Gruppe, und das, was diese Gruppe eint, sollte in erster Linie die Tatsache sein, dass jeder, der zu der Gruppe gehört, seine eigene Meinung haben und auf seine eigene Weise sprechen kann. Was ist für Sie am wichtigsten?
Ich glaube, das Wichtigste für mich ist die Freiheit. Freiheit. Ich will so wenig Gesetze wie nötig, damit wir uns nicht gegenseitig umbringen. Ich meine, ich verstehe, dass es da draußen Verrückte gibt. Wir müssen ein Gleichgewicht finden. Letztendlich möchte ich, dass meine Kinder in einer Welt leben, in der sie frei sind, in der sie träumen, Risiken eingehen, scheitern und Erfolg haben können. Härte stärkt uns. Wir hätten die amerikanische Revolution und das Beta-Modell für die amerikanische Verfassung, das Beta-Modell für eine Republik in der modernen Welt, nicht gehabt, wenn die Tyrannei von König George nicht unerträglich gewesen wäre. Alle guten Dinge im Leben sind in der Regel das Ergebnis einer Art Abprall gegen etwas, das überhaupt nicht gut ist. Sehr schmerzhaft. Ich meine, ich denke daran, wenn jemand eingesprungen wäre und mir meine Misserfolge weggenommen hätte. Ich könnte nicht tun, was ich jetzt tue, wenn mich jemand davor bewahrt hätte, wirklich zu leiden, wirklich Lektionen zu lernen, die schwer zu lernen waren, sodass ich diesen Fehler nie wieder machen würde. Im philosophischen Sinne sollten wir dankbar sein für diese Bewegung, die stattfindet, trotz der Tatsache, dass sie tragisch ist und Menschen verletzt und all das. Und ohne sie würden wir vielleicht einfach in diesen Topf mitschwimmen und mit der Zeit mitgekocht werden. Aber jetzt springt der Frosch heraus und wir haben jetzt die Chance, eine neue Vision zu schaffen. Und die wird großartig sein. Es ist ein bisschen zynisch, aber letztendlich ist es eine gute Nachricht, dass sich Massenformation und Totalitarismus immer in relativ kurzer Zeit selbst zerstören. Und das Wichtigste ist natürlich, dass man dafür sorgen muss, dass das System einen nicht vernichtet, bevor es sich selbst vernichtet. Im Laufe der Geschichte war es immer die sehr kleine Minderheit. Die Geschichte wurde immer von den 1% der Bevölkerung geschrieben. 15% der Bevölkerung schreiben Geschichte. Und sie folgen der Gedankenführung von 1%. Aber diese 15% insgesamt sind es, die die Geschichte verändern. Alles, was wir tun müssen, ist also, 15% der Bevölkerung zu erreichen. Ich denke, dass wir heute, nach all dieser Zeit, mehr als 15% haben. Wir müssen sie nur zusammenbringen, damit sie merken, dass sie nicht allein sind. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Ich glaube nicht, dass sich unsere Gesellschaften die Zeit genommen haben, nach oben zu schauen und zu sehen, wie viel Fortschritt in den letzten Jahrhundert gemacht wurde. Auf so vielen verschiedenen Ebenen haben wir unglaubliche Fortschritte gemacht. Was wir hier haben, ist wirklich großartig. Es ist unvollkommen und wir sollten immer noch vorsichtig daran arbeiten, es zu verbessern. Und ich glaube, daher kommt dieser viele Selbsthass oder Hass auf die Nation oder Hass auf die anderen oder was auch immer. Dieser Mangel an Perspektive und Dankbarkeit und die Unfähigkeit, einen Moment innezuhalten, den Aktivismus herunterzufahren und zu sagen, Moment mal, okay, wir haben einen sehr einzigartigen und besonderen Punkt in der Geschichte erreicht und damit sollten wir vorsichtig sein. In diesem Zusammenhang haben Sie als Mann, der die Welt bereist hat, eine Nation erlebt, die ihren Kurs mehr über ihre Sünden hinaus korrigiert hat als die USA? Nein. Es ist traurig zu sehen, dass Amerikaner, die in einem freien Land leben und als Amerikaner geboren wurden, ihre Privilegien nicht wahrnehmen. Sie sind als Amerikaner geboren, in einem freien Land. Sie haben nie Hunger gelitten. Und sie müssen in andere Länder gehen, um herauszufinden, warum all die Einwanderer, Millionen und Abermillionen von ihnen, hierher kommen wollen. Was heute in unserem Hinterhof geschieht, habe ich als 11-Jähriger erlebt. Ich erinnere mich noch lebhaft an die Versprechungen eines Mannes namens Castro, als 99% des Volkes die Pille zu schlucken hatten. That a guy named Castro gave on how 99% of the people swallow the pill. Er würde Kuba retten. Ich erinnere mich, wie er den Bauern, den Guayeros, versprach, dass ihnen das Land gehören würde. Ich erinnere mich an all die Versprechen, die wir heute über kostenlose Bildung, kostenlose Gesundheitsversorgung und kostenloses Land hören. About free education and free healthcare and free land. Oh mein Gott. Keine Freiheit. Die Überläufer hier, die sich gegen die kommunistische Partei in China aussprechen, riskieren ihr Leben.
Und unsere Regierung ist nicht daran interessiert, ihnen zuzuhören oder ihnen in irgendeiner Weise zu helfen. Ich bin seit 10 Jahren in Amerika. Ich habe viele Amerikaner mit wundervollen Herzen gesehen. Amerika ist ein Leuchtfeuer der Freiheit. Ich bin glücklich, in diesem Land zu leben, meine Religion auszuüben und ein friedliches Leben zu führen. Das ist meine Hoffnung. Amerika ist die letzte Bastion der Freiheit auf Erden. Wenn wir dieses Land verlieren, wird die Welt ein sehr dunkler Ort sein. Ich habe 3 Kinder in diesem Land. Ich möchte ihren amerikanischen Traum schützen. Also bin ich hier. Mir ist aufgefallen, dass sich ihre Augen jedes Mal, wenn sie über Amerika sprechen, mit Tränen füllen. Das stimmt, ich liebe dieses Land. Es gibt keinen Ort, an den ich gehen kann. Und ich hoffe nur, dass die Menschen meine Geschichten hören können. In den letzten 5 Jahren habe ich immer das Gleiche erzählt. Ich verfolge hier keine politischen Ziele. Ich möchte nur den amerikanischen Traum leben. Alle meine Kinder leben den amerikanischen Traum. Es tut mir leid. Es ist Zeit, Fragen zu stellen. Es ist Zeit, aufzuwachen. Wir sind in diesem Moment zusammengekommen, um uns der dringenden Entscheidung zwischen Entmenschlichung und Wiedervermenschlichung zu stellen. Die Entmenschlichung verlangt von uns, nichts zu tun. Nichts anderes zuzulassen, als dass dieser Prozess weitergeht, bis es kein Zurück mehr gibt. Die Wiedervermenschlichung hingegen erfordert Maßnahmen, eine Handlung, sich erinnern. Daran erinnern, was wir als Kinder wussten, als alles möglich war, bevor unsere Aufmerksamkeit gefesselt wurde, bevor die Konditionierung einsetzte, bevor unsere Natur verleugnet wurde. Es gibt nichts Neues, das wir lernen müssen. Alles, was wir tun müssen, ist, uns zu erinnern. Und dann die Hand, diese Erinnerung nehmen, hinausgehen und sich auf den Boden stellen. Nicht auf Beton, nicht auf Asphalt. Stehen Sie auf dem Erdboden. Und schauen Sie, ob Sie den Herzschlag des Universums spüren können, das sich verschworen hat, Ihnen Leben zu geben. So können Sie noch einmal die Freude spüren, ganz und gar Mensch zu sein. Und dann vergessen Sie diesen Moment nie. Dies ist der Moment, in dem wir unsere angeborene Fähigkeit aktivieren, Lösungen zu kreieren, die nur durch das Bewusstsein der Symbiose entstehen können, die als eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zwischen verschiedenen Gruppen definiert ist. Alles im Leben hängt von Beziehungen ab. Jedes Lebewesen steht in Kommunikation. Von den Sternen zu den Planeten, der Erde, den Pflanzen, den Elementen, den Insekten, den Tieren, den Menschen und jeder Zelle in uns. Echte Veränderung da draußen beginnt mit echter Veränderung im Inneren. Als Amerikaner sind wir heute wirklich ein privilegiertes Volk in einem privilegierten Land. Aber mit unseren Segnungen kommt auch Verantwortung. Und mit der Verantwortung kommen die Risiken. Die Herausforderung unserer Zeit besteht darin, dass wir sowohl die Verantwortung für unsere Segnungen als auch die Risiken akzeptieren müssen, die damit verbunden sind, sie für uns selbst und für künftige Generationen zu verteidigen. Und wir müssen dies ohne Zögern tun. Wenn wir würdige Nutznießer des kostbaren Erbes der Freiheit sein wollen, das durch uns die epischen Opfer derer, die vor uns waren, weitergegeben wurde. Das ist kein Fahnenschwenken.
Und es ist kein klischeehafter Patriotismus. Das ist eine einfache Erklärung der Pflichten, die mit der Staatsbürgerschaft in diesem glorreichen Land verbunden sind. Unserem Land. Das wir mit Gottes Hilfe bewahren werden.